Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fat Chat mit meiner Wenigkeit, Patrick, DJ Fat, whatever ihr mich kennt. So, ich weiß immer noch nicht, was ich benutzen soll an meinem Namen. Anyway, Patrick hier bei Fat Chat. Herzlich willkommen. Heute kochen wir... Ne, Quatsch. Wir haben heute zu Gast Dennis Cracknell. Wie nennt man dich genau? Oh, das ist scheißegal. Hörst du auf alles? Ich höre auf alles. Geil. Der Name kommt ursprünglich aus Schottland, also richtig ist tatsächlich Cracknell. Oh krass, bist du Aber Schotte? ich höre auf alles. Naja, ist ein Überbleibsel von den Vorfahren. Ist wirklich nur ein Überbleibsel. Okay. Ja. Lord Cracknell. Ganz früher, ganz früher, meine Mutter hat sich da mal ein bisschen reingesteigert in das Thema Ahnenforschung. Okay. Hatten wir irgendwann mal tatsächlich echt so ein Königreich, und wenn man so ganz Jahrhunderte zurückgeht, stand sogar irgendwann mal so ein Mac davor, so wie bei McGregor oder so. Aber das ist irgendwann im Laufe der Jahrhunderte verloren. Krass. Jetzt muss ich das Intro neu aufnehmen. Herzlich willkommen bei Fat Chat. Heute mit Lord von Cracknell. Dennis, wie geht's dir? Alles gut? Mir geht's sehr gut. Wenn ich dich sehe, geht's mir immer gut. Oh, Shukran Habibi. Sehr Wie geht's dir? Oh, alles Bestes, wie immer. Immer, wie kann es einem in Dubai schlecht gehen mit so geilen Menschen? Vor allem mit einer Shisha in der Hand, oder? Haram. Einzige Podcast-Studio in ganz Dubai, wo Shisha geraucht wird, glaube ich. Ich glaube auch. Ich darf nie meine Adresse rausgeben, sonst steht irgendwann CID bei mir vor der Tür, aber direkt. So, ja. Hast du Rauchmelder abgestellt? Nee, die habe ich nicht abgestellt. Geheimtipp, macht Kerzen an. Ist no joke. Mach Kerzen an. Ich habe einmal hier Feueralarm ausgelöst, wo sogar die Feuerwehr gekommen ist. Ja. Zum Glück konnte ich das Security verklickern, wir haben angeblich Steaks gebraten. So, dann sind die direkt gegangen. War nachts um 2. So. Es hat nirgends nach Steak gerochen, egal. Ja. Auf jeden Fall. Nach Apfel. Ja, nur nach Apfel, Traubenminze, whatever. Traubenminze. Genau. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ich so, ey, wir haben schon viel länger, viel krasser, viel schlimmer hier drin Shisha geraucht. So, warum habe ich sonst nie Feueralarm ausgelöst? So, auch mit Fenster zu, ne, Klima aus und so. Und dann habe ich irgendwann gegoogelt. Über Shisha findest du nichts. Aber du findest in so Zigarrenforen, dass wenn du, frag mich nicht wie und was, ich habe keine Ahnung davon, bin von der Schule geflogen, aber auf jeden Fall die Flamme der Kerze geht mit dem Rauch der Zigarre und anscheinend auch mit dem Rauch von der Shisha eine chemische Reaktion ein, welches den Geruch verhindern soll und anscheinend auch irgendwie vermeidet, dass die Feueralarme ausgelöst werden. Komisch, weil genau dafür ist ja der Feueralarm eigentlich da, für eine Flamme. Ja, aber Kerzenflammen sind anscheinend, ich habe keine Ahnung, also kein Plan. Ich habe nur einen Bericht gelesen, also ich habe mehrere Berichte gelesen, da ging es eigentlich hauptsächlich um den Geruch, dass man halt vermeidet, dass so ein Zimmer so hart nach Zigarren riecht, nachdem man Zigarre raucht, oder um den kalten Rauchgeruch, den ja auch Kettenraucher und so in irgendwelchen Räumen haben, wo die rauchen, um das zu vermeiden. Und da habe ich gelesen, dass anscheinend da irgendwas gibt. Und da ich die anderen hunderte Male, immer wenn ich hier Shisha geraucht habe und keinen Feueralarm ausgelöst habe, eine Kerze anhatte, war dann meine amateurhafte Schlussfolgerung, wahrscheinlich macht das auch irgendwas damit. Das würde mich mal interessieren. Also wenn jetzt hier gerade jemand zuhört, schreibt und sich damit auskennt, das würde mich mal wirklich interessieren. Ja, irgendwelche Chemiker, Physiker. Deswegen hast du eine Kerze angemacht. Ich habe gedacht, du willst ein bisschen romantisch machen für uns. Das auch für uns. Ja, aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun. Deswegen. Ich hab keinen Bock, heute nochmal mit Security zu reden. Nochmal. Stell dich doch einfach mal vor. Außer, dass du Lord Cracknell bist, was wir jetzt rausgefunden haben schon. Was machst du in Dubai? Seit wann bist du in Dubai? Wo bist du ursprünglich her? What's your business? Mein Name ist Dennis. Lord. Geil, das gefällt mir. Ich glaube, ich behalte das bei. Lord Dennis. Ich habe auch ein Lord-Ding. Geil. Hab mir einen Kollegen geschenkt, bevor ich nach Dubai gezogen bin. Das ist ja cool. Ja. Bin 36, komme ursprünglich aus Stuttgart, aus dem Stuttgarter Raum, aus dem Schwabeländle. Lebe jetzt mittlerweile seit Ende 21 in Dubai. Wir sind ja so ziemlich zeitgleich ausgewandert. Ja. Hab meinen Background im Vertrieb und der Unternehmensberatung. Ich habe viele Sachen gemacht früher. Also ich habe so oft meine Jobs gewechselt, da könnte man glatt ein Trinkspiel draus machen. Ey, ich schwör's dir, ich habe Industriebatterien gebaut, ich habe für Spedition bin ich gefahren, ich habe in der Werkstatt gearbeitet, ich habe Einzelhandel, Großhandel, Import, Export, Einkauf, Verkauf, ich habe Inventuren gemacht. Ich schwör's dir, Inventuren, das ist Horror. Wenn du im Baumarkt stehst,
nachts um 4 Uhr und anfängst Schrauben zu zählen, die 547. Dann fängst du echt an, dein Leben zu hassen, man. Vor allem, wenn du dich einmal verzählst. Kenne ich. Boah, furchtbar. Ich habe im Band gearbeitet, ich habe alles Mögliche gemacht, bis ich halt irgendwann mal im Vertrieb gelandet bin. Okay. Ja, und dann habe ich verschiedene Branchen durchgemacht, war im Alarmanlagenvertrieb. Ich war ein paar Jahre im Reisebereich und ich habe immer schon mehrere Sachen gemacht. Ich habe immer schon geschaut, wie kann ich mehrere Geschäfte, mehrere Einnahmequellen gleichzeitig haben und war dann ein paar Jahre auch eigentlich fast nur am Reisen. Da habe ich eine Weile lang echt den Fokus drauf gehabt. So 13, 14, 15 Reisen im Jahr, also haben ein sehr hohes Volumen auch gefahren, weil das halt mein Business war damals. Damals, das war im klassischen Network Marketing, wir haben Reisemitgliedschaften vermarktet, das war echt eine brutale Zeit, bis Covid kam und das hat's dann gekillt. Also ist halt scheiße, wenn dein Produkt international verboten wird. Ja. Und mein Backup war damals Airbnb-Wohnungen habe ich gehabt, ist auch scheiße, ist dieselbe Branche. Scheiße. Dann habe ich aber noch Alarmanlagen gehabt. War auch scheiße, weil alle zu Hause waren und dementsprechend auch die Einbrecher arbeitslos waren. Damn. Covid hat 3 von 4 Einnahmequellen bei mir gekillt. Mein Glück war damals, dass ich schon sehr früh in Krypto drin war, 2016. Und es war dann genauso zu der Zeit, wo dann auch wieder ein Bullrun kam. Da habe ich angefangen, mich ein bisschen da reinzuarbeiten. Ja. Dann kam das Thema Unternehmensberatung mit dazu, bin in den Education-Bereich, habe Praktikumsvermittlung gehabt, ich habe alles Mögliche gemacht. Aber als ich nach Dubai gekommen bin, war ich ganz alleine. Meine Partnerin ist auch erst 4 Monate später nachgekommen. Und ich kannte halt niemanden hier. Ich hatte keinen Ansprechpartner. Damals war das noch nicht so normal wie heute. Wenn ich jetzt heutzutage 2025 jemandem erzähle, ich lebe in Dubai, dann ist es so, ja, okay. Okay, noch einer. Ja, ich kenne nicht aus 70 anderes. Wie wenn ich sagen würde, ich bin nach Hamburg gezogen von Stuttgart. So, das ist normal. Damals war das noch nicht so normal. Vor allem mitten während Covid. Damals war das noch so, boah, was, echt? In ein arabisches Land? Ja. Bist du verrückt? Ach, was ich mir anhören durfte, du bestimmt auch. Kriegst doch nichts zu trinken, deine Frau muss sich verschleiern. Ach, lauter so komische Sachen. Ja, was man da alles so hört. Und boah, und Sklaventreiber und da hört man lauter so komische Bullshit, hört man. Weil die Leute noch nicht waren und keine Ahnung haben. Wie immer. Ich war komplett alleine und habe ich sehr, sehr schnell verstanden, wie wichtig hier das Thema Netzwerk ist. Das ist überall auf der Welt, ist das Thema Netzwerken wichtig. Du brauchst überall ein gutes Netzwerk, aber hier speziell. Hier habe ich sehr schnell gemerkt, dass es gar nicht mal so krass darauf ankommt, was du kannst, sondern vielmehr, wen du kennst. Ja. Und dann habe ich mich darauf fokussiert und habe jetzt die letzten Jahre einfach viel genetzwerkt, viele Leute kennengelernt. Und so hat sich das irgendwie so ganz organisch entwickelt, dass ich mich so ein bisschen so in der Rolle als Networker wiedergefunden habe und habe irgendwann mal herausgefunden und es war weniger ein Herausfinden, sondern es war ein Skill, den ich mir angeeignet habe. Konnte ich früher nicht, das war meine größte Schwäche und habe dann meine größte Schwäche zu meiner größten Stärke gemacht, bin richtig gut da drin geworden. Jetzt ist meine absolute Superpower, einfach die richtigen Menschen gezielt miteinander zu vernetzen. Bringt Top-Unternehmer, Investoren, Selbstständige, andere Visionäre einfach zusammen. Ja. Und das auf eine ziemlich coole Art und da entstehen immer ganz, ganz tolle Sachen. So. Okay. Das mal so in Kurzform, was ich gemacht habe und was ich jetzt mache. Geil. Beteiligst du dich dann an den Projekten von den Leuten, die du zusammenbringst? Oder wie? Unter anderem manchmal, okay. Ja. Manchmal ist es einfach auch nur Freundschaftsdienst, wo dann Leute connectest oder... Ich gebe nicht immer mit einer Erwartung. Ich bin ganz oft der als erstes gibt und das ist auch der Grund, warum ich mir so ein gutes Netzwerk aufgebaut habe. Ich habe nie geschaut, in allererster Linie, wie ich von allem profitieren kann und von jedem, sondern ich habe immer geschaut, wie kann ich den Menschen helfen. Bei mir geht es nie darum, was ich nur aus meinem Netzwerk ziehen kann. Bei mir geht es darum, was kann ich in mein Netzwerk geben und was können wir gemeinsam erschaffen. Bei mir geht es immer nur darum, was bringst du mit an den Tisch. Und ich gebe nie mit einer Erwartung, mehr mit dem Vertrauen, sagen wir es mal so. Also ich erwarte nicht, dass was zurückkommt, aber ich weiß, es kommt in irgendeiner Art und Weise zurück. Muss nicht mal monetär sein, es muss auch nicht mal unbedingt von dieser Person sein, aber dann hilft mir eine andere Person, weil ich zuvor irgendjemand anderem geholfen habe. Also du gibst und die wird gegeben. So mache ich das halt. Und es kommt halt immer drauf an. Es ist natürlich immer speziell. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, kennst du einen guten, weiß nicht, Steuerberater oder hey, kennst du mir irgendjemand, der meine Website baut, dann schicke ich dir die Nummer, dann habe ich keine Erwartung. Wenn es jetzt aber zum Beispiel darum geht, irgendwie um einen ganz speziellen Case oder jemand braucht für ein sehr großes Projekt einen sehr
speziellen Zugang, einen sehr speziellen Kontakt oder wie auch immer. Und das sind auch größere Summen im Spiel oder ich merke, hey, da ist wirklich großes Potenzial auch dahinter, dann kann man schon auch einfach mal fragen, sagen, hey, klar, natürlich, aber hast du dir mal Gedanken gemacht, was vielleicht für mich dabei rausspringen könnte oder so? Klar. Zum Beispiel. Nee, aber das meine ich ja, weil es gibt auch einige Leute, die erwarten immer. Also jetzt nicht in deinem Fall, aber die Leute, die du dann zusammenbringst. Da habe ich auch schon oft hier in Dubai erlebt, so, ja, kannst du hier, kannst du dies, kannst du das. Und dann rennt man da irgendwie gefühlt 5 Wochen für die rum und tütet denen da irgendwelche Kontakte ein, die Potenzial haben für, keine Ahnung, 6-, 7-stellige Beträge zu machen. Ja. Und dann am Schluss sitzt man da und ja. Genau, und da kann man dann zum Beispiel auch einfach mal sagen, hast du mal Gedanken gemacht? Genau. Was für mich dann dabei rausspringt, weil warum solltest du das denn sonst machen? Es kommt natürlich halt auch immer drauf an, auf welche Ebene du mit den Menschen bist. Weißt du, sind das jetzt irgendwelche oberflächlichen Business-Kontakte oder sind es halt wirklich Freunde? Ich gehe eher so in die Richtung, dass ich wirklich tiefere Kontakte aufbaue und dann eher so in die Richtung, ich helfe dir heute, du hilfst mir morgen, eine Hand wäscht die andere so ein bisschen und dann passt es auch. Aber auch da muss man differenzieren. Natürlich. Ja, habe ich vor kurzem auch erst gehabt. Dann sagt einer zum Beispiel, er hat mir erzählt, dass er ein sehr spezielles Produkt entwickelt hat und das halt in Deutschland nicht vermarkten kann, weil da eine zu große Lobby dahinter steckt. Okay. Ja, ist im Photovoltaikbereich ein sehr, sehr, sehr spezielles Thema. Und er wollte mehr in die Emiraten und dann hat er halt auch gemeint, so hey, ob ich hier vielleicht irgendwie auf Regierungsebene was machen kann. Da habe ich gesagt, ich kann gerne einen Termin klar machen mit dem Scheich von Abu Dhabi zum Beispiel. Ja. Also ein guter Freund von mir hat einen sehr, sehr engen Kontakt, aber direkt gefragt, okay, und was springt für mich dabei raus? Weil warum sollte ich das sonst machen? Klar. Ist halt auch bei so High-Value-Kontakten, die kann man sich auch schnell verbrennen. Ja. Wenn man dafür wenn dann Leute auch nicht gewillt sind, irgendwas abzugeben. Ich sehe das dann immer als so Einstiegsbarriere. So, wenn du jetzt einfach nur Dulli Larifari mit irgendjemandem reden willst, so, warum soll ich so jemanden anrufen? Genau. So, wenn du selber keine Kohle und nichts dahinter steckt und erstmal gucken willst, gucken kannst du im Internet. Nee, erstmal natürlich auch prüfen, das ist ja ganz wichtig, nicht irgendwelche Kontakte einfach mal random weiterleiten. Nee. Da kann man sich halt auch selber ganz schnell sein Netzwerk dann verbrennen, wenn man mit so, nicht dubiosen Gestalten. Aber wenn man Leute weitergibt, die es halt nicht 100% ernst meinen, die nur nicht genau wissen, wo sie hinwollen. Das ist witzig. Auf der Herfahrt, als ich zu dir gefahren bin, habe ich genau da eine Story darüber gemacht. Echt jetzt? Und habe gesagt, es geht nicht nur darum, einfach mal Menschen wahllos miteinander zu vernetzen, sondern es geht auch darum, sein Netzwerk zu schützen. Weil es fällt am Ende des Tages alles wieder auf dich zurück. Das schadet deiner Glaubwürdigkeit, schadet deiner Reputation. Dann heißt es, was hast denn du mir da für einen Vogel gebracht? Und es gibt Menschen, von denen will ich gar keine Intros. Ich will gar nicht wissen, was der mir da für Vögel anbringt. Ja, ist wirklich so. Deswegen, es gibt Menschen, da sage ich, hey, wenn der von dir kommt, auf jeden Fall, 100%. Ja. Also es kommt nicht nur darauf an, auf das Intro, sondern von wem das Intro auch kommt. Und deswegen halt natürlich halt auch im Vorfeld gucken, passt es? Ja. Wie tickt derjenige? Ich habe deine Story jetzt nicht gesehen, aber witzig. So, ich habe die auch noch nicht hochgeladen. Ich habe sie aufgenommen, ich lade jetzt danach, weil ich bin direkt hier hochgekommen. Ich bin seit ein paar Tagen jetzt nicht mehr auf Social Media. Ja, stimmt, du machst ja gerade einen Social Media Detox. Ja. Wie geht's dir damit? Alles gut. Also ich find's top. So, zieh's jetzt noch, so 3-4 Tage mache ich noch und dann werde ich wieder zurückkommen, aber bis dahin. Ich find's Bombe. Hast du das Verlangen manchmal ein bisschen rumzuscrollen oder Story zu posten oder irgendwie? Hast du manchmal das Gefühl... Story zu posten manchmal schon, ja. Aber ich find's witzig, weil wenn du das komplett abschaltest, normalerweise, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich mache dann hier Bilder, ich mache dann da Bilder, ich mache dann hier kurz Video, ich mache da was, poste den ganzen Shit. Ich denke auch drüber nach, was man posten kann. Seit ich es nicht mache, auch die Zeit fällt weg. So, ich war an so vielen Orten, ich habe mein Handy gar nicht rausgeholt. So, und schreiben mir irgendwelche Leute, dann sehe ich so die Nachricht 2 Stunden später. Normalerweise reagiere ich ja immer sofort und auf alles, weil ich aber halt auch so in diesem Social-Media-Film bin und so, guck mal hier, geil und da und was weiß ich was. So, deswegen, also nicht nur die Zeit, wo du verplemperst, wenn du halt mal so, komm, ich guck mir mal 2 Storys an. Und plötzlich sind es für 200. Und plötzlich sind 2 Stunden vorbei, weißt du, so. So die Zeit, aber auch die Zeit, wo ich halt normalerweise mache, für irgendwelchen Content aufzunehmen und wenn es auch nur so Bullshit-Content ist, so das fällt alles weg. Also deswegen, ich bin eigentlich voll happy damit,
Muss ich noch gucken, dass wenn ich jetzt nochmal anfange, dass ich das Ganze so ein bisschen einteile und nicht wieder zurück in alte Habits falle und so. Wobei ich das normalerweise, ich habe das echt im Griff gehabt. Bei mir war jetzt so, aber 6 oder 8 Wochen, wo ich halt wirklich in so einen Zombie-Modus gefallen bin. So, deswegen habe ich auch gesagt, jetzt hier brauche ich mal 10 Tage komplett Detox, bevor ich dann wieder normal sein kann und so, wie ich halt vorher war. Hast du dann irgendwie eine Strategie oder so, dass du dir vielleicht einen Timer stellst? Oder es gibt ja, glaube ich, auch so Bildschirmzeiten oder irgendwas. Das gibt's auch, damit habe ich mich noch gar nicht befasst. Ja. Ich war aber echt am Überlegen, ob ich gucken soll, dass ich das irgendwie mache, dass ich so meine Zeit auf Instagram restricte oder so. Aber wie gesagt, normalerweise habe ich es echt im Griff, weil es echt nur so ein paar Wochen, wo ich so komplett am Rad gedreht habe und das ging mir halt echt dann nach ein paar Wochen auf den Keks. So. Ja. Deswegen musste ich jetzt mal hier ein bisschen abschalten und aber ich denke, wenn ich jetzt zurückkomme, hoffentlich werde ich nochmal so sein, wie ich vorher war. Dass ich es zwar nutze, aber jetzt nicht all day zum Junkie werde. Ja. Du brauchst es ja auch nicht primär für dein Business, oder? Ja und nein. Sind wir wieder so bei Lord AKs Aussagen, Personal Brand, dies, das. Und es stimmt ja auch, ne? Ich mache ja selber Marketing für Kunden. Ich predige denen selber die ganze Zeit. Aber ich praktiziere nicht das, was ich predige. So, bis jetzt sind alle Kunden zu mir durch Empfehlungsmarketing gekommen. Aber also wir hatten auch schon Anfang vom Jahr mal Content aufgenommen für die Marketingseite. Ich hatte auch mal angefangen, Content aufzunehmen für meine Personal Brand. Die Personal Brand habe ich noch gar nicht rausgehauen. Für die Marketing-Page haben wir ein bisschen was rausgehauen, aber der Content war dann auch nicht so, wie ich ihn gern gehabt hätte. Der hat auch nicht so gezogen, wie ich ihn gern hätte. Also müssen wir auf jeden Fall noch an einigen Stellschrauben arbeiten, aber das ist dann auch so mein Ziel, dass wir dann ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach mal gezielter Content machen. Ne? So Produktionstage, wo wir halt mal 1-2 Tage durchziehen und dann kann mein Team den Kram verarbeiten und dann will ich davon nichts mehr sehen. Dann sollen die das planen und sollen mich in 8 Wochen nochmal anrufen, wenn der Content verbraucht ist. So, dann können wir noch was machen. So, ich will da, I don't know. Ja. Marketing ist wichtig, das muss jeder machen. Ja. Hört drauf, was ich sage, macht nicht, was ich mache. Ja. No, es ist halt wirklich so. Aber das Ding, das Ding ist halt auch, wenn du den ganzen Tag dich damit beschäftigst, wie du es für Kunden machst, bin ich halt auch so einer, ich habe dann keinen Bock, mich selber noch um unseren Kram zu kümmern. Also, mein Team ist relativ ausgelastet. Kein Plan. Vielleicht können wir das Team auch nochmal vergrößern, dann habe ich jemanden, der sich darum kümmert. Der soll mir einfach sagen, was ich machen muss. Und dann kein Plan. Hast du doch ein brutales CM, wo du das alles geil planen kannst darüber. Ja, yeah, darüber planen wir auch alles. Das ist auch, ja, stimmt, ich muss dir noch einen Zugang geben. Und ich habe sogar vergessen, ich wollte ja noch mit jemandem darüber reden. Ich habe ja schon mit jemandem darüber gesprochen, ich wollte einen Termin klar machen. Ja. Ja, stimmt. Da kannst du dann deinen kompletten Content einfach darüber planen. Ist ja auch voll entspannt. Haben wir auch schon gemacht, so auf Monate im Voraus. Das geht. Deswegen sage ich ja, so eigentlich müsste ich halt echt mal anfangen zu praktizieren, was ich predige den ganzen Tag. Yeah. Das Wichtigste ist, dass deine Kunden Resultate haben. Genau. Das ist das Wichtigste. Sonst würdest du nicht weiterempfohlen werden. Nee, die sind ja bis jetzt alle happy. Das ist ja alles cool. Da kann ich mich nicht beschweren. Ja. Nee, aber einfach Gas geben. Personal Branding. Bist du jetzt auch dabei, habe ich gehört. Ja, so wie du es gerade gesagt hast, das prügelt mir AK auch ein. Er ist ja Master, was das Thema Personal Branding angeht. Ja. Der hat das Game ja durchgespielt und der hilft mir viel. Von ihm lerne ich viel, was das Thema angeht. Er sagt mir immer wieder, Dennis, du bist nicht der Dienstleister, du bist kein Dienstleister, du bist der Experte, du bist die Brand, Personal Brand. Da darf ich gerade noch so ein bisschen, ich habe manchmal noch so dieses Veranstalterdenken, weil ich mache auch Events und dann denke ich oft so, ich bin der Veranstalter. Der sagt immer wieder, nein, du bist nicht der Veranstalter, du bist der Experte. Ja. Und da gehen wir gerade eher so dabei, in die Richtung mehr die Personal Brand aufzubauen. Ja. Das ist auch ein neues Thema für mich. Muss man heutzutage auch machen. Ja, es führt kein Weg dran vorbei. Ob es machen willst oder nicht, man muss es machen. Was halt bei mir immer auch viele Kunden sagen, dann sagen, ey, mach mir mal hier so 2-3 Reels im Monat. Alter, nee.
Du musst das, was du jetzt vor einem Auto gemacht hast, du musst Leute mitnehmen, musst irgendwelche Storys machen, musst denen Tipps geben, musst Advice geben, damit du dich auch positionieren kannst als Experte. Ganz ehrlich, was mir schwer fiel am Anfang war so, man wird dann auch irgendwann betriebsblind. Ja. So, ich hatte keinen Bock, irgendwas zu erzählen, was für mich normal ist. Das habe ich mir auch schon sehr oft gedacht. Und was für andere Leute normal ist und was andere Hunderttausende von Experten im Internet breitreten. Warum soll ich der 101.000ste sein? Aber unterm Strich, alle 100.000, they making bread, alle machen ihr Geld damit, der Kuchen ist groß genug. So, wenn du trotzdem wachsen willst, wenn du trotzdem was machen willst, musst du der 101.000ste sein. Es führt einfach kein Weg dran vorbei. Es geht ja auch nicht darum, jetzt primär irgendwie das Rad neu zu erfinden oder irgendwas komplett Neues zu sagen, sondern es geht ja darum, dass die Leute sich auch mit dir identifizieren. Es kann sein, du sagst 1:1 Wort für Wort genau dasselbe, was jemand anderes sagt, und bei dir sagen sie, ja Mann, das stimmt, der hat voll recht, voll geil, voll der sympathische Typ. Ja. Weil der andere ist vielleicht voll unsympathisch. Ja. Es gibt auch Leute in der Marketing-Bubble, die haben richtig was auf dem Kasten, aber kann ich mich zum Beispiel nicht mit identifizieren, sage ich, okay, unsympathisch. Deswegen ja auch the personal brand, weil du musst du selber resonatest ja mit deiner Audience, mit deinen, ich habe manchmal so deutsche Wortfindungsstörungen. Deiner Zielgruppe, yes. Dankeschön. Ja. Was du jetzt hier machst, würde es in Deutschland genauso funktionieren wie in Dubai? Sehr schwer. Auch nicht in Stuttgart, München? Je weiter du in den Süden gehst, desto schwieriger wird das Thema Netzwerken. Findest du? 100%. Schwaben sind sehr arrogant, sehr auf Abstand, sehr hochnäsig. Ich habe gedacht, das wäre so unser Brücker-Ding, weil in Saarbrücken keiner Geld hat. Nö. Zum Beispiel, ich persönlich habe die Empfindung, die Leute in NRW sind super offen, super coole Leute. Auch oben im Norden. Egal, wo du hingehst, aber im Süden sind die Leute sehr arrogant. Also da ist ein Tisch. Nur mal als Beispiel, stell dir vor, da ist ein Tisch und da ist Platz für 6 Leute und drei Menschen sitzen da. Und du würdest dich dazusetzen und sagen die, hey, wir sind schon voll, wir sind doch schon 3. Ja. Kannst du bitte woanders singen? Die sagen dir das auch. Ja. Das ist voll weird, wenn du dich in Stuttgart zu einer Gruppe setzt. Das kommt nicht gut an. Das ist so ganz komisch. Und wenn du in Stuttgart auch durch die Straßen läufst oder auch Leute, wird als allererstes wirst du erstmal abgecheckt, wird so die Augenbraue hoch, wird so geguckt. Das sind so, nicht alle. Aber das ist, obviously. aber das ist in Deutschland, finde ich, allgemein so das Ding. Ja, aber im Süden noch mehr. Echt? Ja. Gehen tut's unterm Schnitt. Ja. Überall. Du kannst überall ein gutes Netzwerk aufbauen, weil auch in Deutschland hast du Top-Leute, keine Frage, weil irgendwer muss ja dieses Land aufgebaut haben. Also irgendwer muss ja die ganzen Unternehmen auch führen, ist ja klar. Aber hier sind die Leute viel offener, vom Grundsatz her. Du kannst es hier gar nicht verhindern, dass du Menschen kennenlernst. Wenn du hier niemanden kennenlernst, dann stimmt was nicht mit dir. Ja. Oder du musst dich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Ist wirklich so. Es geht gar nicht, wirklich. Aber hier ist es zum einen einfacher, die Leute sind offener und du hast hier es ist ein anderer Schlag von Mensch hier. Es sind andere Menschentypen hier. Auch hier kommen halt Leute her, die was bewegen wollen, die richtig Gas geben wollen, die Visionen haben. In Deutschland hörst du halt sehr oft, was nicht geht. Ja. Und hier hörst du halt sehr oft, wie es geht. Weil in Deutschland wirst du sehr oft limitiert, bleib mal realistisch, komm mal runter, bodene Tatsachen, bla bla bla. Und hier hörst du halt sehr oft, denk mal nicht so klein. Denk mal hier, guck mal, geh mal in die Richtung, geh mal hier, guck mal, wir können das so umsetzen. Und weißt du was, du bekommst direkt noch die richtigen Kontakte mit an die Hand. In Deutschland ist es halt keine Raketenwissenschaft, zu den Top 1% des Landes zu gehören, was Verdienst angeht. Es ist nicht mal schwer, zu den 0,1% des Landes zu gehören. Weil ich glaube, in Deutschland gehörst du zu den Top 1%, wenn du irgendwie 7.000 Euro oder sowas im Monat verdienst oder so. Und ich glaube, ab 10.000 oder so bist du irgendwie schon bei 0,1% oder irgendwie sowas war das. Echt jetzt? Ja, super krass. Das ist wirklich nicht schwer. Und wenn du in Deutschland halt so 10.000 bist du, das ist schon krass. Und dir geht's auch da gut, keine Frage. Aber wenn du in Deutschland zum Beispiel denkst, hey geil, läuft bei mir, dann kommst du her und fühlst dich wieder größter Hartz-IV-Empfänger, dann siehst du mal, was wirklich geht. Dann unterhältst du dich mit Leuten, deren günstigstes Offer. Gestern zum Beispiel saß mit jemand dran, der sagt, du Dennis, mein günstigstes Offer liegt bei 50.000, mein günstigstes. Eine Freundin von mir hat ein Offer, liegt bei 120.000, andere hier so 70.000. Und ich denke mir so, gibt mir zu denken, sagen, okay, ich bin viel zu günstig in vielerlei Hinsicht. Das lässt sich halt groß denken. Hier siehst du halt, was wirklich geht.
Ja, aber das stimmt. Ich hole immer das Beispiel, wenn Leute fragen so, hey, wie ist so Dubai? Ich so, in Deutschland erzählst du die geilste Geschäftsidee ever. Natürlich ist immer Risiko dabei. Natürlich ist immer Arbeit mit verbunden. So, nichts wird dir geschenkt. So, wenn du irgendwas reißt, nichts wird dir geschenkt. Ja. So, und in Deutschland erzählst du eine geile Geschäftsidee zu 5 Leuten am Tisch. Von den 5 wollen 7 es dir ausreden. Ja. Natürlich, weil es 2 von hinten noch gehört haben. Ja, genau. Ja, ist wirklich so. Genau so, hey, nee, so, hol doch lieber den Job bei Mercedes und mach das doch nebenbei und mach doch dies und mach doch das und was, wenn das schief geht und dann kommen die Steuern, dann kommt la und dann kommt dies und dann kommt das. So, du kannst auch alles so zerdenken, dass es gar keinen Sinn mehr macht und dass du auch gar keinen Bock mehr drauf hast. Ja. Und dann, was du vorhin so schön gesagt hast, ist wirklich so hier. Hier sagst du 5 Leuten am Tisch so, hey, ich will das und das machen. Ey, hast du daran gedacht? Guck mal, ich kenne den, der hat so und so schon gemacht. Guck mal, du kannst das hier noch implementieren. Ja. Guck mal da, ich kenne noch den, ich kenne noch da, wir können das. Hast du auch daran gedacht? Machst du das so und so oder machst du das so und so? So, du kriegst ja direkt Input, der halt auch Sinn macht. Ja. So, und denkst so, krass, ja, okay. Es ist halt vom Grundsatz her auch eine andere Gesellschaft. In Deutschland ist es mehr eine Arbeitnehmergesellschaft, was auch völlig in Ordnung ist, weil von klein auf jeder in die Richtung getrimmt wird. So das Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum ist halt kein Applausthema in Deutschland. Du wirst jetzt nicht dafür bejubelt. Deswegen hätte ich aber gedacht, in Stuttgart ist es leichter. Weil in Stuttgart, ich sag dir ehrlich, das Krasseste, was du in Stuttgart machen kannst, ist beim Porsche oder beim Daimler zu schaffen. Weil dann sagt man, dann hast du es geschafft. Das war früher mein Life-Goal, beim Porsche zu arbeiten. Ich habe mich, glaube ich, ungelogen bestimmt so 12 oder 13 Mal da beworben. Echt? Über Vitamin B, alles versucht. Rückwirkend betrachtet bin ich sehr froh, dass es nicht so gekommen ist, weil dann wäre ich sehr, sehr schnell in meiner Komfortzone festgehangen. Hätte mich sehr schnell zufrieden gegeben. Da verdienst du deine 3.000, 4.000, das Betriebsrente, hast hier, bekommst Auto und dir geht's gut. Und das soziale Ansehen ist krass. Wenn du im Stuttgarter Raum jemand sagst, ich arbeite beim Porsche, dann ist so, das ist so wie du bist der Präsident. Ja. Ganz krass. Oder halt beim Daimler. Es spielt keine Rolle, ob du Nachtschicht arbeitest und nie das Tageslicht siehst und irgendwie nie deine Familie siehst und trotzdem irgendwie nicht um die Runden kommst. Das Ansehen ist viel krasser, wie wenn du sagst, ich habe mich selbstständig gemacht mit einer Marketing-Agency. Ja. Dann die verstehen das nicht und wenn, dann wird es auch nicht so gut angesehen. Und hier hast du mehr eine Unternehmergesellschaft. Ja. Es ist anders. Auch hier zum Beispiel, wenn du, ich weiß nicht, ob du das wusstest, wenn du hier zum Beispiel im öffentlichen Dienst arbeitest, also fürs Government, und du möchtest dich selbstständig machen, dann bekommst du 1 Jahr bezahlten Urlaub, du bekommst 1 Jahr die Hälfte deines Gehaltes weiterbezahlt und dein Arbeitsplatz wird dir garantiert, falls es mit der Selbstständigkeit nicht hinhaut. Krass. Die Leute, die werden eher in die Selbstständigkeit gedrängt. Das liegt auch daran, man muss einfach nur nach oben gucken, wer das Land regiert. Dubai ist so nicht ohne Grund so erfolgreich, sondern das liegt am Leadership, weil halt eben der Scheich Dubai nicht als Ort sieht, sondern als Firma. Und er ist der CEO. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben, das heißt CEO. Ja. Und er führt dieses Land mit Leadership. Und das ist halt anders. Und deswegen musst du halt eher gucken, dass du die Menschen förderst. Und hier hast du mehr eine Unternehmergesellschaft. Selbst die Menschen, die hier angestellt sind, die meisten davon nutzen das als Vehikel, als Übergang. Vielleicht, um erstmal den Fuß hier reinzubekommen oder um erstmal ein bisschen Luft haben zum Atmen, um sich nebenher ein bisschen was aufzubauen. Aber die wenigsten, die hier sind, haben vor, für immer angestellt zu sein. Und das ist, wie gesagt, völlig wertungsfrei. Es ist nicht Selbstständigkeit, ist das Erstrebenswerteste auf gar keinen Fall, weil den Pain, den du da hast, manchmal wünschte ich mir auch einfach nur angestellt zu sein, um 17 Uhr abzustempeln und einen freien Kopf zu haben. Als Selbstständiger bist du halt 24/7 ein laufendes Business. Du musst halt Bock drauf haben. Du musst Bock drauf haben. Eine Selbstständigkeit ist nichts für jeden. Nee. Auf gar keinen Fall. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung. Wie gesagt, es ist völlig wertungsfrei. Es gibt manche Menschen, die sind viel glücklicher damit und viel entspannter, einfach nur einen 9-to-5-Job zu haben für die nächsten 40 Jahre. Ja. Uns beiden reicht das nicht und die meisten Menschen, die hier sind, reicht das nicht. Und das ist auch in Ordnung. Natürlich. Also, da gibt es kein richtig oder falsch. Aber das ist halt eher, wie gesagt, hier so eine Unternehmergesellschaft. Und in Deutschland ist mehr so eine Arbeitnehmergesellschaft. Ja, das stimmt schon. Und auch in so Unternehmerkreise reinzukommen, finde ich in Deutschland viel schwerer. 100%. Netzwerken hier, Unternehmernetzwerken ist ein anderes Level. Das ist super schwer, in Deutschland in solche Kreise reinzukommen. Hier ist halt, wie du schon sagst, dass hier die Gesellschaft an sich ist ja auch anders. Hier sind die Leute ja darauf getrimmt, die haben alle Bock drauf. Deswegen sind die auch alle offen für neue Gespräche, neue Gesichter, neue Menschen, neuen Input. Jeder weiß, wie wichtig das ist. Natürlich.
Vor allem wissen die Leute halt auch, wie wichtig Kritik ist, wenn sie konstruktiv ist. Ich bin super, super dankbar für jeden, der mir ein kritisches Feedback gibt. Ja. Und in Deutschland wird sowas halt oftmals auch entweder vielleicht persönlich genommen oder es wird oftmals auch nicht so gut aufgefasst. Ja, nee, das stimmt. Weil du halt oftmals so, wie gesagt, einfach zu viele von diesen Menschen hast, die dir einfach nur was schlecht reden wollen. Dass wenn dann mal jemand kommt, der es wirklich ehrlich mit dir meint und der sagt, guck mal, das könnte man vielleicht besser machen, guck mal, ich gebe dir mal den Tipp, dann sind die Leute schon so getrimmt, dass sie das automatisch auch negativ auffassen. Klar. Aber wie gesagt, nicht alle. Das ist nur die Erfahrung, die ich gemacht habe. Nee, man darf ja nie alles komplett verallgemeinern. Ja. So, es ist, gibt für alles Ausnahmen, so ist nicht. Aber wir reden jetzt von der Masse, von der allgemeinen Masse, was die Menschen angeht in Dubai oder in Deutschland. 100%. Also so wie es jetzt bei mir ist, wäre es in Deutschland auf gar keinen Fall. Zu 100% nicht. Dubai ist der Nummer 1 Hauptgrund, warum mein Netzwerk jetzt so ist, wie es ist. Ja. Du kannst in Deutschland ein Netzwerk aufbauen, aber schwer und es sind andere Leute. Und davon mal ganz abgesehen, dass viele Leistungsträger halt auch einfach mittlerweile hier sind. Die Deutschen, das ist halt nun mal einfach so. Das ist echt so. Und es kommen jeden Tag mehr. Also mittlerweile so viele Deutsche hier. Es ist naja, Deutschland brutal. bietet halt auch kaum Anreize für Unternehmer, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Überhaupt nicht. Ja. Du bekommst zwar verschiedene, also der Einstieg wird dir relativ einfach gemacht, weil es ist leicht, ein Gewerbe anzumelden, rennst aufs Gewerbeamt, hast irgendwie für 30 € eine Gewerbeanmeldung, dann gibt es noch verschiedene Fördermittel, Gründerzuschuss, hier gibt es Förderung, da. Aber das Business wirklich aufzubauen, geschweige denn zu skalieren, schwierig. Da werden dir halt unendlich viele Steine in den Weg gelegt. Und hier ist es halt eher ein bisschen anders. Du hast hier sehr hohe Einstiegshürden. Ja. Es ist mit anderen Kosten verbunden, anderen Challenges, allein Banking, Business Banking hier. Das ist in Deutschland machst du online ein Geschäftskonto auf, in 2 Minuten hast du ein Konto. Versuchen wir hier ein Geschäftskonto aufzumachen. Gut geht hier mittlerweile auch mit Vio. Ja. Seit es Vio gibt, ist das schon. Seit es Vio gibt, das ist dann halt aber auch so eine Online-Fintech-Lösung. Aber wenn du jetzt eine richtige Bank willst, mit einem richtigen Ansprechpartner, mit einer richtigen Bankfiliale, das hat ja Vio nicht. Ja gut, Vio gehört zu FAB. Ja, das versucht man bei der FAB ein Konto zu bekommen. Ein Geschäftskonto ist gar nicht so einfach. Okay. Geht mit Einlagen los, muss vielleicht irgendwelche shitty Versicherungsprodukte kaufen und so weiter. Also ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so um etwas bewerben müssen wie um mein Geschäftskonto. Krass. Die haben mein Leben auseinandergenommen. Mit Kunden, E-Mails, mit Rechnungen, mit Kontoauszügen und CV und Anschreiben. Krass. Und dann bekommst du ein Formular von 20 Seiten und der Banker sitzt neben dir und du musst jede Seite unterschreiben. Die Unterschrift muss aber exakt 100% genau gleich sein. Du machst einen Fehler, er sagt nochmal neu. Ich sag so, Alter, du sitzt doch neben mir, du siehst es doch. Aber die geben das dann weit und die höchsten Instanzen und so weiter, die checken das dann nicht oder was auch immer. Es wird auch immer regulierter hier, auch mit Audits und Finanzberichte vorlegen. Dubai will halt von diesem Scammer, Geldwäsche Image halt einfach wegkommen. Ja, da geben die auch momentan Gas. Die haben ja einige Leute hochgenommen, die haben irgendwelche riesen Callcenter hochgenommen, draußen Richtung Wüste und so. Ja. Also die gehen da ganz hart von dem Image weg. Das stimmt schon. Und wenn es aufgesetzt ist, hast du ein freies. Wenn es aufgesetzt ist, alles cool. Ja, die Anfangshürden sind höher, aber wenn es aufgesetzt ist. Ja gut, du hast das Konto direkt aufgemacht, wo du hergekommen bist, ne? Also nee, nicht. Das war auch nochmal eine Challenge, weil du solltest, vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert, das war zumindest damals so, solltest du innerhalb der ersten 6 Monate ein Geschäftskonto aufmachen, ansonsten ist es nicht mehr so einfach, ein Geschäftskonto zu bekommen. Okay. Ich habe das im 4. Monat erfahren, weil die Agentur, über die ich damals meine Firma gegründet hat, es war nicht nur so, dass die mir kein Geschäftskonto gemacht hat, sondern mir sogar davor abgeraten hat, wo der Banker so zu mir gesagt hat, ich muss mich vor der Bank rechtfertigen, warum ich noch kein Geschäftskonto habe. Okay. Mein Glück war, ich habe die Screenshots gehabt, dass er mir davon abgeraten hat und der hat gesagt, soll man gegen den vorgehen, das ist illegal, was der da macht. Und ich habe gesagt, ich will einfach nur ein Bankkonto, lass mich doch in Ruhe. Ich will jetzt nicht klagen oder ich will einfach nur ein Bankkonto haben. Ist aber nicht so einfach. Besser macht man es direkt und besser mit einer Agentur, die einem sofort ein sauberes Geschäftskonto. Ja, nee, aber ich meine, kurz nachdem du gekommen bist, hast du trotzdem in den ersten 6, 7, 8 Monaten. Genau. Okay. Ja. Weil wo ich gekommen bin, war ich
ersten 2 Jahre war ich als Freelancer unterwegs. Da hat mein Privatkonto gereicht. Genau, das als Freelancer ist ein anderes Thema. Ich rede jetzt gerade speziell von der Freezone oder mit Mainland ist nochmal eine andere Nummer. Ja. Aber wo ich meine Firma richtig angemeldet habe und dann ein Firmenkonto auch brauchte, da war Vio schon am Markt und dann war das like that. Ja. Das war alles easy eigentlich. Ja, mit Vio geht es mittlerweile alles einfacher. Wir versuchen ja auch permanent hier alles zu verbessern, ein bisschen leichter zu machen. Leichter ist was anderes. Ich fand's die letzten Jahre leichter als jetzt, um ehrlich zu sein. Warum? Hast du schon deine Buchhaltung gemacht? Muss richtig sauber. Ich habe wie heißt es? Also ich habe bis jetzt nur die Mehrwertsteuersache gemacht. Jahresabschluss habe ich noch nicht gemacht. Genau, du musst richtig sauber Jahresabschluss machen. Du musst richtig, die Buchhalter hier, die lange richtig rein. Das sind die größten Zigeuner. Echt? Ich schwöre es dir. Die betreiben so hart ihre Rolle. Ich glaube, die günstigsten Angebote für die Steuererklärung sind irgendwie 2.000, 3.000 Euro oder so. Das sind die günstigsten, die gehen teilweise hoch bis 10.000 Euro oder sowas. Die betreiben hardcore ihre Rolle. Aber so richtig, da muss man mega aufpassen, ja. Wow, ich bin überfragt gerade. Ich habe bis jetzt, wie gesagt, nur die Mehrwertsteuererklärung gemacht. Du musst eine richtig saubere Buchhaltung machen in Buchhaltungsprogrammen wie zum Beispiel Soho Books und so weiter. Dann frag mich nicht genau, wie das läuft. Ich bin selbst kein Buchhalter, aber die Buchhalter, die müssen dann irgendwie die Belege einreichen. Dann da bin ich mir nicht sicher, ob das, weil das ändert sich auch ständig und manchmal sind die sich auch ein bisschen unsicher. Da war mal die Rede von einem Audit. Mittlerweile ist es, glaube ich, nicht. Oder ist es Audit gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr, aber es war mal kurz die Rede von einem Audit. Also es war am Anfang hieß es, dass das war, wo das Gesetz announced wurde, da hieß es, dass jede Firma ihr Jahresabschluss mit einem Audit machen muss. Genau. Und dann haben sie aber gemerkt, dass sie hier 780 Trilliarden Firmen haben und dass sie gar nicht die Kapazität haben, für das durchzuziehen. Ja. Dann haben sie das abgeschafft. Genau. So. Und es ist halt die Frage, ob sowas dann doch nochmal kommt. Ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass eine Einkommensteuer kommen wird. Entweder nächstes oder übernächstes Jahr, bin ich mir sehr sicher. Mach mir keine Angst. Ich bin mir sehr sicher, dass eine Einkommensteuer kommt. Okay. Auf der einen Seite ist halt das Ziel, viele Menschen natürlich hierher zu holen. Auf der anderen Seite wird es aber immer regulierter, immer mehr Anforderungen und so weiter. Ja. Das muss man wissen. Es ist nicht mehr so wie noch vor 3 Jahren, als wir hergekommen sind. Oder sogar noch mehr davor, weil mittlerweile musst du auch, wenn du hier eine Freezone hast, die wollen halt auch, die sehen, dass du hier lebst. Also so diese digitale Nomaden, Perpetual Traveler funktioniert nicht mehr so, wie es früher war. Ich habe mal eine Firma in Dubai und ich lebe da eigentlich gar nicht. Okay. Was mittlerweile auch uninteressant ist. Du machst mittlerweile lieber eine LLC in den USA. Ja. Das ist viel entspannter. Wie sieht es dann bei dir aus? Ja gut, Einkommensteuer wärst du dann ja auch betroffen, ne? Ist ja dann, wo du wohnst. Ja. Wenn es käme. Ja, klar, wenn du eine Einkommensteuer hast. Wenn es ein Einkommen ist. Es kommt natürlich drauf an. Kapitalerträge sind nach wie vor steuerfrei. Ja, gut, Wege rundherum gibt es immer. Ja, vielleicht gibt es auch irgendwelche Wege, no financial advice, und ich bin auch kein Anwalt und so, bitte nicht hier alles wörtlich nehmen, aber nur eine Idee, die eventuell funktionieren könnte, wäre ja, wenn man an irgendeiner Firma vielleicht als Shareholder beteiligt ist und vielleicht irgendwelche Dividendenausschüttungen oder sowas bekommt. Ja. Wie es dann in der Praxis aussieht, weiß ich nicht, ob die das dann durchgehen lassen oder nicht oder sagen, nee, das ist trotzdem ein Einkommen, je nachdem, ob man dann wirklich auch der Geschäftsführer ist oder ob irgendwie ein Managing Director eingestellt wird und man ist irgendwie nur stiller Teilhaber. Und ich bin mir sicher, da gibt es auch ganz tolle Gestaltungsmöglichkeiten, wenn es dann so weit ist oder irgendwie über eine andere. Da kommen dann die nächsten Zigeuner und über andere Geschichten. Also man muss ja nicht unbedingt immer ein Gehalt beziehen. Also es kann ja auch einfach die Firma deine Bude bezahlen oder du kannst auch einfach von anderen Firmen einfach Dinge zur Verfügung gestellt bekommen. So zum Beispiel, wir sagten, dass dir das Auto gehören muss. Ja. Solche Sachen. Möglichkeiten gibt es immer. Es gibt immer Möglichkeiten, auf jeden Fall. Man muss sich nur mit den richtigen Leuten umgeben und dann findet man immer Wege, die aber auch legal sind, ganz wichtig, und einem nicht um die Füße fallen kann. Ja. Das ist super, super wichtig. Weil so shady Sachen, da bin ich jetzt kein Fan davon. So. Sondern nee, ich würde auch gerne auch überall hinreisen können, ohne dass man Zwangsurlaub hat.
nicht nur überall hinreisen können, sondern überhaupt erst ausreisen können. Weil wenn du hier Scheiße baust, kann auch schnell mal sein, dass du ein Ausreiseverbot Ja, klar. Aber das meine ich ja. Deswegen. Genau, ja, klar. Ja. Das genau meine ich ja. Ja, da muss man schon alles sauber machen. Ja. Was steht ansonsten bei dir an als nächstes? Als nächstes, gut, ich habe jetzt ein Event, das ansteht in 2 Wochen und ansonsten bin ich gerade dabei, ich habe noch eine Membership, eine Mitgliedschaft, da bin ich gerade noch ein bisschen am Feilen. Ich bin noch gerade dabei, nochmal einen exklusiveren Private Member Club auszuarbeiten. Okay. Das ist aber alles noch nicht so ganz spruchreif. Das wird alles jetzt gerade im Hintergrund ausgearbeitet. Ja, es steht bei mir schon immer tolle Sachen an. Ja. Aber die Event ist so das Nächste. Event ist das Nächste, genau. Okay. Das Nächste steht jetzt an in 2 Wochen schon. Krass. Ja, ist schon. Ja. Hey, die Zeit, die fliegt einfach viel zu schnell. In Dubai auf jeden Fall. Hast du auch das Gefühl, dass hier jemand am Rad dreht? Ja. Das ist unfassbar. Aber meine Theorie ist mittlerweile einfach nur, dass Dubai einfach so kackengroß ist. Also auch wenn du mal kurz irgendwo hinfährst, bist du wieder eine halbe Stunde unterwegs. Das ist ja schon in Deutschland, so im Saarland, wo ich ja bin, bis in eine halbe Stunde an 4 anderen Städten vorbeigefahren. Ja, ist wirklich so. So, und hier fährst du so von einer Community in die nächste und wenn da noch Stau ist, ist der halbe Tag vorbei. Ja. Boah, es ist. Aber jetzt hierher gingst du dir, ich brauche eine Viertelstunde gebraucht, voll entspannt. Ja, für die Uhrzeit, deswegen ist auch jetzt easy. Das passt. Aber im Normalfall, wenn du irgendwo hin willst, bist du mindestens immer 20, 30 Minuten unterwegs. Ja, 20 Minuten ist eigentlich immer so der Standard. So, ob in die nächste Community oder sonst wohin, ist eigentlich, das Schlimme ist, du verplemperst die meiste Zeit in deiner Community oder in der Community, wo du ankommst. Auf der Autobahn bist du in 2 Minuten gefühlt von einer Seite von der Stadt auf die andere. Aber so dann, Autobahn runter ist dann immer so, Das Krasse ist halt vor allem Menschen, die nicht in Dubai leben, die unterschätzen die Größe massiv. Zum Beispiel, ich wohne an der Marina, sieht man so auf der Karte, Dubai ist ja sehr länglich aufgebaut, so klein, und dann ist schon ganz oft gehört, ich bin ganz bei dir in der Nähe. Ich sag, wo bist du? Ja, auf der Palme. Ja, lauf mal. Ich brauche 20 Minuten mit dem Auto darüber. Ich weiß. Genau. Ich war dem letzten im Royal drüben. Ich habe eine halbe Stunde nach Hause gebraucht von der Palme runter und da Nakil Mall war Stau und katastrophal, ey. Kollege von mir, der ist jetzt gerade durch Zufall da mit seiner Freundin. Der war vor 1,5 Jahren das erste Mal hier und dann schreibt ihm vorher so, die wollten in der Nähe vom Torch Tower. Dort irgendwo wollten die eine Airbnb holen. Ja. Ach, daher, wir holen uns dort eine Bude und so. Da ist ja easy, da können wir ja viel zu Fuß überall hin. Ich so, wo willst du zu Fuß hin? Ja, da sind wir ja nicht weit von der Palme und Marina und so. Ich so, du weißt schon, dass die Palme, was hat die einen Durchmesser von was? Ich glaube, von der einen Seite zur anderen, wenn du außen rum gehst, ich glaube, es sind so 13, 14 Kilometer. Ja, aber so Durchmesser, die auch schon, ich glaube, 5, 6 oder so Kilometer. Ja. Ich so, weiß schon, das Ding hat einen Durchmesser von 6 Kilometern und die Marina läufst du, wenn du einmal rumläufst, bist du auch 3 Stunden unterwegs. Einmal komplett um die Marina rum sind 7 Kilometer. Einmal drumherum. Also vom einen Ende nur zum anderen laufen bist du so 1 Stunde bis 1,5 unterwegs. Ja. Und was habe ich ihm dann gesagt? Er so, was? Ich habe gedacht, die Marina wäre so groß wie der Bürgerpark. Bürgerpark bei uns, so Brücken, der Bürgerpark ist vielleicht minimal größer wie der Burschpark. So, diese Rasenfläche vom Burj Khalifa. Und ich so, nee, Alter. So, egal, wo du hingehst, Taxi, Mietwagen, Pflicht, kannst vergessen. Also, wie ist das alles so groß? Du siehst doch die Autobahn und so. Also, ja. Wo du bei uns in Deutschland eine Autobahn siehst auf der Karte, das sind 4 Spuren. Wir haben 7 in eine Richtung. Genau. Aber ich gesagt, boost alles mal in deiner Vorstellung mal 4, mal 5. Selbst jede kleine Straße hat schon mal Minimum 2 Spuren pro Seite. Ja. Die kleinen Straßen. I know. Also, das ist verrückt. So Community-Straßen gibt es ja auch teilweise. Hinten im Barscha gibt es ja so ein paar Straßen, die haben schon 4 Spuren, 5 Spuren pro Richtung. Ja. Arabian Range ist da hinten auch teilweise. Und dann, wenn eine Intersection kommt, machst du mal 7 draus. So, und das ist keine Autobahn, nix. So, das ist komplett Wahnsinn. Ja, in Dubai sagen wir auch nicht, hey, ich habe mich verspätet, sondern wir sagen, ich habe die falsche Ausfahrt genommen. Ja, yeah, genau. Eine falsche Ausfahrt, dann kommst du da gleich im Oman raus. Ich war kurz in Al-Ain, sorry. Ja, genau so. Machst da gleich so 47 Stunden Umweg. Ist wirklich so. Das ist so crazy. Aber an für sich, wenn du es mal trotzdem vergleichst mit Großstädten, mit anderen Großstädten wie jetzt London, New York oder sowas,
Sydney, egal wo, natürlich dann nochmal andere Ausmaße, aber es geht um die Verkehrszeit, sind wir hier trotzdem ganz gut aufgehoben. Auch wenn wir hier verhältnismäßig viel Stau haben, es kommt uns zumindest so vor, ist die Verkehrszeit von A nach B im Durchschnitt viel schneller als in anderen Großstädten. Auf jeden Fall. Komm mal nach Stuttgart. Stuttgart ist die schlimmste Staustadt ever. Wenn du in der Cannstatt gehst, ey, letztes Jahr war ich Kollegen in München besuchen. Der innere Ring in München, da so rund um den Bahnhof und alles und dieser ganze Bullshit. Also ich habe all meine Kollegen in München verflucht. So leben ja auch viele Münchner hier. Und der eine, den ich halt dort besucht habe, der ist auch oft in Dubai. Ich so, wenn ich euch noch einmal heulen höre über Dubaier Verkehr, Freundschaft gekündigt. Ich blockiere euch überall. Ich will noch nicht mal eine E-Mail von euch haben. Ich sage, ihr seid wahnsinnig. Ich bin 2 Tage hintereinander in die Innenstadt gefahren, weil der Kollege da so ein Restaurant hat, um bei ihm zu frühstücken, mit ihm zu chillen und so. Ich habe einmal 20 Minuten einfach nur auf einem Fleck gestanden. Da war alles Baustelle und Dings. Ich habe hier einmal gestanden auf der Autobahn oder irgendwo oder im Stadtverkehr, weil ja, das passiert hier fast nie. Also selbst wenn staust, du bewegst ja immer wenigstens so ein bisschen vor. Ja. So wirklich stehen. Ich so, nee. Also ja. München finde ich viel schlimmer wie hier. Kannst mir sagen, was du willst. Ja. So, meine ganzen Münchner haben mich schon gehatet, deswegen, ich will von euch nichts mehr hören. Das geht gar nicht. Deswegen. Also hier, ja, die machen schon alles gut. Oder auch hier an der Al-Khail Road haben die jetzt innerhalb von 6 Monaten 4 Overpasses gebaut, um bei den ganzen Intersections den Verkehr aufzulösen und so. Wahnsinn. Ja. In 6 Monaten haben sie Deutschland nicht mehr entschieden, ob sie bauen wollen. So, geschweige denn Genehmigung oder angefangen zu bauen. Für Genehmigung brauchst du mal 3 Jahre. Ja, es ist hier oder so. Ja. Da ist viel Verkehr, Habibi, mach. Hier werden die Dinge auch schneller umgesetzt. Guck mal, in Deutschland kämpfen die immer noch mit der Flutkatastrophe in NRW. Wie lange ist das? 3-4 Jahre. Ja. Hier unsere Flutkatastrophe, 2 Tage später war es, als ob nie was gewesen wäre. Nicht nur das, so einen Tag später oder am gleichen Tag noch, wo es war, wir machen jetzt ein Relief-Paket. Da wird dann von oben herab entschieden. Ja. Jeder Vermieter, jeder Bauträger hat die Mieter und Käufer zu entschädigen und die müssen sich die Kohle bei der Regierung zurückholen. Ja. Nochmal einen Tag später, war zwar ein Jahrhundertereignis, aber wir haben immer Probleme mit Wasser. Wir stecken jetzt so und so viel Milliarden in neue Kanalisation. Ja. Da haben die einen Tag später neben den Autobahnen teilweise aufgerissen und neue Rohre verlegt und so ein Zeug. Das meine ich, weil halt wie in einer Firma gedacht wird. Genau. Ja, genau. Und nicht wie als Stadt. Und in der Firma fixst du Dinge. Genau. Da geht es um Prozesse, es geht um Geschwindigkeit, es geht um Mitarbeiterzufriedenheit. Und du guckst, klar, wenn du musst es den Menschen... Es wird direkt optimiert. Es wird direkt optimiert. Das kannst du in Deutschland aber auch keinem erzählen. So, die gucken nicht, warum? Ja. Und alle haben sie gelacht. Hier, guck mal, Dubai. Ihr kämpft immer noch mit der Hochwasserkatastrophe. Es gibt keinen Ort, der mit diesen Wassermassen klargekommen wäre. Nicht mal London wäre klargekommen, obwohl London davon ausgelegt ist. Wie viel hat es geregnet? So viel wie in 3 oder in 6 Monaten in London hat es hier in 24 Stunden geregnet. Genau. So, keine Stadt der Welt wird damit klargekommen. Keiner wird damit klargekommen. Der Unterschied ist halt, es wurde schnell wieder gefixt. Siehst du Dubai auf Dauer als deine Heimat oder kannst du dir auch vorstellen, woanders hinzugehen? Ich tue mich immer sehr schwer damit, so Aussagen für sehr lange in die Zukunft zu treffen, weil ich nie weiß, was auf der Welt passiert, wie sich der Ort entwickelt, wie ich mich entwickle. Aktuell gäbe es für mich keinen anderen Ort. Könnte ich mir nicht vorstellen, woanders zu bleiben. Aktuell ist es meine Heimat. Ich habe nicht vor, hier wegzugehen. Und ich habe vor, hier auch länger zu bleiben. Aber frag mich in 5 Jahren nochmal, es kann sein, ich sagte was ganz anderes. Ja. Aber aktuell sehe ich Dubai für mich als langfristigen Plan. Ja. Ich sage auch mal, frag mich in 10 Jahren nochmal, dann gucken wir mal weiter. Aber so wie sich aktuell die Welt entwickelt oder so wie sie auch momentan aussieht, wo willst du sonst hin? Du musst immer nur gucken, wie sich die Regierung und ein Ort in Krisenzeiten verhält. Dubai war der schnellst wachsende Ort der Welt während der größten Krise, die wir hatten während Covid, sind alle hierher gekommen. Ja. Als alle anderen durchgedreht sind und so weiter. Du merkst, wie geht es diesen Menschen da, wie handelt die Regierung. Es war ein und dieselbe Situation hatten wir auf der Welt und die unterschiedlichsten Länder haben halt einfach unterschiedlich darauf reagiert mit derselben Situation. Und Dubai hat es meiner Meinung nach am besten reagiert. Deswegen sind auch alle hierher gekommen. Und das ist nicht die erste Krise, die Dubai durchgemacht hat. Und deswegen daran erkennst du,
ob dieser Ort auch in Krisenzeiten was für dich ist. Ja. Und das war für mich ein großer Grund, mit hierher zu kommen. Ja. Und für viele andere auch. Deswegen habe ich da Stand jetzt vollstes Vertrauen in die Regierung. Same. Und sollte sich das mal ändern, wir sind keine Bäume, dann gehen wir woanders hin. Deswegen sage ich frage mich in ein paar Jahren nochmal, aber aktuell... Nee, es ist halt, man muss auch einfach mal, wenn man nur wirklich, egal was man von Dubai hält, die Fakten betrachtet, ist alles außerhalb von Dubai ein Downgrade. Es gibt keinen Ort, was dieses Gesamtpaket hat an Sicherheit, an Sauberkeit, an Wetter, Infrastruktur, an Service, an Business Opportunities, am Netzwerk, am Fortschritt, aber auch am Schulsystem, Gesundheitssystem, alles, was aufgebaut wird. So dieses Gesamtpaket drumherum, egal wo du hingehst, ist es danach immer nur noch ein Downgrade. Du musst irgendwas Abstriche machen. Hier gibt es halt nichts, wo du Abstriche machen musst. Manchen gefällt der Sommer nicht, okay, kann ich verstehen, aber wie gesagt, du bist kein Baum. Entweder hältst du dich dann drinnen auf vielleicht, weil im Winter in Deutschland hältst du dich auch drinnen auf, oder du gehst halt irgendwo anders hin. Manche gehen auch im Sommer nach Europa oder so. Ja. Ich persönlich bin hier im Sommer, finde den Sommer hier ganz cool, aber die meisten nicht. Und das ist für mich jetzt kein Kriterium, wo die meisten immer sagen, ja, aber im Sommer, da wird ja gegrillt. Ja, geh woanders hin. Im Winter in Deutschland frierst du den Arsch ab. Da siehst du 10 Monate im Jahr die Sonne nicht. Hier kannst du im Sommer immer noch an den Strand gehen. Du kannst immer noch in den gekühlten Pool gehen. Genau, du hast hier ganz viele Indoor-Möglichkeiten. Das hast du halt in Deutschland nicht. Ja. Ja. Wir können so viele Sachen machen. Es gibt hier sogar Indoor-Achterbahnen. Es gibt so coole Sachen, dass man hier machen kann. Größte Indoor-Freizeitpark der Welt. Alles. Zum Beispiel alles. Bist du mal mit der VR-Achterbahn gefahren in der Dubai Mall? Oh, die ist wild. Das ist eine richtige Achterbahn, nicht nur diese Sitze, wo du so sitzt und eine VR-Brille auf hast. Die fährt richtig. Und das Krasse daran ist, normalerweise... Ist das oben in diesem Kind-Ding, in diesem... über Chinatown. Play DXB, genau. Bei Play DXB ist es. Nee, bin ich noch nicht gefahren. Muss man machen. Das ist sehr kurz, aber ultra intensiv. Richtig krass. Normalerweise siehst du ja bei einer Achterbahn, wo du hinfährst und kannst dich ein bisschen drauf vorbereiten. Da halt nicht, weil du fährst in der richtigen Achterbahn und hast eine VR-Brille auf, du fährst also um Burj Khalifa hoch und rein und runter. Ach, das habe ich irgendwo auf Social Media gesehen. Voll Stimmt, cool. Aber ich war noch nicht richtig drin. Cool. Ja? Ja. Geil. Ja, oder so VR-Indoor-Parks und es gibt so geile Sachen, was man hier machen kann. Ist die Achterbahn schon gefahren, Dubai Hills Mall? Ja, die ist auch geil. Die ist auch geil. Auch super intensiv. Ich habe nicht erwartet, dass ich so, komme in eine Achterbahn und dann ist schon so Europapark-Level so in Deutschland. Voll. Ist schon richtig geil. Auf jeden Fall. Hier gibt es, wie gesagt, coole Sachen, was man indoor machen kann. Ja, aber du weißt, die ganzen Leute werden immer irgendwas zu mosern haben. So, es ist, wenn denen sagst, Gesundheitssystem, ja, bei uns umsonst. Die meisten Leute raffen ja gar nicht, dass es einfach nicht umsonst ist. So, was die Leute in Deutschland nur im Arbeitnehmeranteil aus dem Lohn rausgezogen bekommen, wenn du das hier für eine Privatversicherung zahlen würdest, hättest du einen gefühlten Privatarzt neben dir auf der Couch sitzen. Das ist immer so das Argument der Deutschen, ja, aber Krankenversicherung, ja, ich zahle auch dafür, du Penner. Nicht nur ich zahle dafür, mein Chef zahlt dafür auch noch. Weißt du, was ich meine? Wir zahlen beide dafür, dass ich Drecksleistungen habe. Genau. Wenn du in Deutschland halbwegs vernünftig verdienst, zahlst du deine 800, 900, wenn nicht sogar 1.000 Euro an gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge. Ja, ich zahle hier und ich habe einen ultra krassen Premium-Schutz. Ja. Weltweit zahle ich 380 Euro im Monat ohne Selbstbeteiligung. Natürlich. Und ich muss nicht mal in Vorleistung gehen, weil ich habe eine Karte. Kannst du aufladen lassen. Und dann bezahle ich einfach alles damit. Ja. Und wenn ich morgen meinen Wohnort ändern sollte, ändert sich an meinem Versicherungssetup gar nichts. Bei wem bist du? Passportkarte. Ah, geil. Ja, okay. Aber ich habe auch internationale Haftpflicht und sowas. Und super entspannt. Und die Deutschen denken halt immer, ja, Krankenversicherung, ja. Überall gibt es eine Krankenversicherung. Ja. Du kannst überall auf der Welt eine Krankenversicherung abschließen. Aber es ist nicht so gut wie Deutsch, aber Passportkarte sogar Allianz und Zürich. Ja, also ein 1000-mal besseres Gesundheitssystem als in Deutschland. Ich weiß, ich werde damit jetzt einige triggern, aber das ist mir egal. Wenn du in Deutschland irgendwas willst, dann musst du erstmal 8 Jahre warten und bekommst dann schlechte Leistungen. In Deutschland, die haben ja, man muss sich ja mal vorstellen, wie das System funktioniert. Ich glaube, die haben ein Hausarzt, glaube gesetzlich irgendwie nur 10 Minuten oder so pro Patient oder 15 oder echt vielleicht jetzt? Sogar noch weniger. Ja, das ist ein Fließband, aber die dürfen sich keine Zeit für dich nehmen, die bekommen Stress. Echt jetzt? Krass. Ja, die dürfen sich gar keine Zeit. Und Chirurgen müssen, das ist kein Spaß,
die müssen eine gewisse Anzahl an Operationen machen im Monat. Ja, deswegen machen die auch manchmal einfach nur aufmachen zu sagen, wir haben nichts gefunden. Ja. Weil die müssen Operationen, gib dir mal, wie krank das ist. Ich weiß. Habe ich 2 geile Storys, also geil, Scheiß-Storys eigentlich. Ich hatte 18 oder 19, Fuß gebrochen, Mittelfußknochen. Ganz normaler Bullshit. So, ein Kollege von mir hat die gleiche Ding 2 Wochen später gehabt oder 3 Wochen später. Den haben sie nicht operiert, Gips. 6 Wochen hat es gedauert, konnte wieder anfangen, normal zu laufen. Mich haben sie aufgeschnitten mit der Aussage, so, ja, ich habe damals ein bisschen höher Basketball gespielt. So, ey, wir machen das jetzt, ist gerade Spielpause und dann bist du schneller wieder fit, bla, okay. Metallplatte reingeballert, ne? Alles. Dann hätte ich die Fäden ziehen sollen. Mein, wie heißt das, Orthopäde, was auch immer, mein Hausorthopäde, wollte die Fäden ziehen, Fäden nicht rausgekriegt. Die haben anscheinend irgendein Strickmuster gemacht, nicht rausgekriegt. Ich so, ja, und jetzt? Wenn wir die Metallplatte rausholen, schneiden wir die Fäden wieder raus. Wenn sie bis dahin nicht rauswachsen. Ich so, ja, okay. Ich war 6 Monate an Krücken. Die haben irgendwas verbockt, frag mich nicht was. Ich war 6 Monate an Krücken, es hat, glaube ich, 10 Monate gedauert, bis ich wieder normal Sport machen konnte. 9 oder 10 Monate. Und ich habe bis heute die Metallplatte am Fuß. Echt jetzt? Ja, ich habe damals meinem Orthopäden gesagt, er sei immer dann Termin für die nächste Saison Spielpause für rausholen. Ich so, muss das raus? Also er ist nicht dafür da, dass es drin ist. Ich so, nein, du verstehst nicht, was ich frage. Muss es raus? Habe ich irgendwelche bleibenden Schäden? So Blutvergiftung, macht das meine Knochen kaputt, was auch immer. Was weiß ich. So, muss es raus? Ist das schädlich für meinen Körper? Ja, nein, es ist halt nicht gemacht für drin. Ich so, nochmal. Muss es raus? Ist es nicht gemacht? Habe ich verstanden. Muss es raus? Ja, nee, irgendwann verwechselt halt ein Knochen und so und kriegen wir es halt nicht mehr raus. Bleibt drin. Also wie bleibt drin? Ich so, ist irgendein Problem mit den Fäden? Wolverine. Ja, ist irgendein Problem, irgendein Problem mit den Fäden, die drin sind? Kann das irgendwie... Nee, wenn es jetzt noch nicht vereitert ist und du keine Entzündung hast, dann ist okay. Bleibt alles drin. Ja. Fickt euch. Ich will, dass ihr mich nicht mehr aufschneidet. Und... Boah, ist auch schon 12 Jahre her, 11 Jahre. War ich mit meinem Sohn. Mein Sohn hat im Oktober Husten gekriegt. Grundschule angesteckt, was auch immer. Oder war es noch im Kindergarten? Egal. Auf jeden Fall, dann war es Februar. Und seine Mutter hat Angst gehabt, dass es so chronisch wird aus irgendwas. Da war die schon bei 2 Ärzten. Keiner hat was gefunden. Bei meinem 3. Arzt war einer der Chefärzte von der Kinderklinik bei uns in der Stadt. Macht er zu mir, ja, wir finden jetzt so nix, aber er ist ja in der Wachstumsphase. Es kann sein, dass sein Zäpfchen, was du im Hals hast, mehr gewachsen ist wie er selbst und dass das hinten den Hals, den Rachen reizt. Und deswegen hat er Husten. Ich sage, okay, und jetzt? Ja, wir können den operieren und kürzen das Zäpfchen. Ich so, wir sollen ihn operieren, weil es sein kann, dass es das ist. Also ja. Man kann doch einfach abwarten, bis er gewachsen ist, oder? No, er hat ja zu dem Zeitpunkt schon seit November, Dezember, 4, 5 Monaten chronisch wie Husten gehabt. Ne? Und dann habe ich zu ihm nur gesagt, ich so, weißt du was? Fuck you. Machen wir nicht. Ich gehe erst noch zum anderen Arzt. Bin ich heimgegangen, habe auf dem Weg nach Hause, weil ich wusste, wie meine Ex ist, ne, habe auf dem Weg nach Hause schon einen Termin gemacht beim anderen Arzt. Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und dann bin ich heim. Ich sage, in 3 Tagen, ich komme nochmal abholen. Ich fahre mit ihm zum anderen Arzt. Ja, was hat er gesagt? Er soll operieren. Aber ich will das nicht operieren. Ja, aber wenn der ist, sei ruhig. Lass mich in Ruhe. So, I don't want to hear it. 3 Tage später zum anderen Arzt. Guckt meinen Sohn an. Guckt in die Nase. Guckt in den Rachen. Du hast ab und zu Nasenbluten. So, ja. Wie viel trinkst du am Tag? Mein Sohn so. Glas, vielleicht so 1/2 Liter Wasserflasche. Und mein Sohn war immer schon voll der Riese. Mittlerweile geht's so, aber als Kind war er eigentlich relativ groß. Also bei deiner Größe, du musst mindestens schon 1,5 Liter am Tag trinken. Schreibt er irgendwas auf, macht er so, hier. Ich so, was ist das? Das ist die schmiert ihr ihm in die Nase, immer so 2 Portionen, bis die Tube leer ist.
die hilft seiner Schleimhaut wieder dicker zu werden, damit das Nasenbluten weg ist. Macht dann der Hustenreiz, kommt, weil die Schleimhäute ausgetrocknet sind. Wenn er jetzt 1,5 Liter Wasser am Tag trinkt, dann ist es in ein paar Tagen weg. Ich so, Winterberg Krankenhaus wollten aufschneiden und er soll einfach nur mehr Wasser trinken. Also ja, macht er. Wenn es das nicht ist, so kommt noch mal, aber zu 99,9% bin ich mir sicher, dass es ist. Bin in die Apotheke gefahren, habe die Salbe geholt, habe ihn heimgefahren zu seiner Mom, gebe ihr so die Salbe, die so, was ist das? Ich so, schmier ihm das in die Nase, bis die Tube leer ist und er soll mehr Wasser trinken. Die so, hä? Aus einer OP wurde Wasser trinken. Ich so, ja. Witziges, das war's. Das hat keine Woche gedauert, war Husten weg. So, wo ich mir einfach nur denke, ihr kleinen Bastarde, genau das, was du sagst, einfach nur Geld machen. So noch einen in den OP-Saal ziehen, dass nochmal, keine Ahnung, wie viel 1.000 Euro abkassieren können. Fließbandarbeit. Ja. So, der Mensch zählt gar nichts. Null. Der zählt gar nichts. Ich sehe es hier ran, ich habe es an meinem Sohn gesehen, deutsche Ärzte, unterste Schublade. Unterste Schublade. Also wirklich, es ist... So was passiert jeden Tag. Und das Schlimme ist aber noch, wie du sagst, hier in Dubai für einen 38 Jahre oder 40-Jährigen Premiumversicherung bei einer lokalen Versicherung geht schon los ab 1.000 Euro im Jahr. Premium. Ja. So mit Arztwahl, mit ne, bla 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 bla. So, Basic-Versicherung geht hier los ab 300 Euro. Ja. So, und du kannst dir sicher sein, die hier, die verdienen eh Geld. Es kommen so viele Leute, die auch Cash zahlen, weiß ich was alles. So, die sind nicht drauf aus, hier nur, ne, was weiß ich was. Können die sich auch gar nicht erlauben. Die verdienen hier auch viel besser. Überleg mal, stell dir mal vor, falls jetzt vielleicht auch gerade ein Arzt zuhört oder so. Jeder weiß ja, oder egal, wer gerade zuhört, du weißt ja, was du verdienst. Jetzt stell dir mal vor, du würdest das, was du gerade verdienst, brutto, stell dir vor, du würdest das netto bekommen. Klar. Das war doch geil, oder? Und das ist halt hier so. Natürlich. Nicht nur das, ich kann mir auch gut vorstellen, in Deutschland gibt es so viele Abgaben noch anderweitig an den Staat bei so vielen Sachen, die es hier wahrscheinlich nicht gibt. Ja, du zahlst ja auf dein versteuertes Einkommen nochmal Steuern und du hast ja in Summe, ich glaube, wenn man es hochrechnet, eine Steuerlast von knapp 80% oder so. Das ja, ist so. Irgend so eine Elite-Uni hat das doch mal ja, ich glaube, es sind so 78% oder irgendwie sowas. Irgend so eine Elite-Uni hat das doch mal ausgerechnet. Die komplette Steuerlast auf den Deutschen sind irgendwas zwischen 70 und 80%. Ja. Das ist Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe vor kurzem, letzte Woche saß ich mit jemandem zusammen und der ist hier aufgewachsen. Und ich habe dem einfach mal so ein bisschen wirklich total wertungsfrei, nicht wie scheiße doch das in Deutschland ist, gar nicht, sondern einfach so neutral die Fakten aufgezählt, wie es in Deutschland ist. Und der konnte sich das gar nicht vorstellen, weil der ist halt das Leben hier gewohnt. Und wenn du sagst, guck mal, versuch doch mal als beispielsweise jemanden außerhalb von Deutschland zu erklären, was eine GZ ist. Das kapieren die nicht. Ey, genau, versuch das doch mal jemandem zu erklären, dass wofür du bezahlst. Weil du könntest ja theoretisch Fernseh schauen. Aber jetzt argumentierst du, ja, aber ich habe nicht mal einen Fernseher. Aber ist egal, aber du könntest. Ja, aber ist es vom Staat? Nee, ist nicht vom Staat, ist eine private Firma. Ja, und wenn du es nicht zahlst, ja, dann kommst du in den Knast. Ja. Zum Beispiel. Dass du dann halt einfach erzählst, dass du einfach als Fremder in dieses Land kommen kannst, sagst, hey, ich bin jetzt hier, gib mal Geld. Ja. Ja, und von wo kommt das Geld? Ja, ist doch klar, von denen, die arbeiten. Also so dieses System zu erklären, wie das aufgebaut ist, das kannst du niemandem erklären. Das versteht ja keiner. Nee, natürlich nicht. Auch so. Dass meine Oma, die ihr ganzes Leben lang für den deutschen Staat bei der Polizei gearbeitet hat, weniger Rente bekommt, wie jemand, der gestern als Flüchtling mit 3 Kindern nach Deutschland gekommen ist. Ja. Das kannst du jemandem erzählen. Wie soll denn das funktionieren? Nee. Die Leute kapieren das nicht. Aber das Schlimme ist, die Leute kapieren es in beide Richtungen nicht. Die Deutschen denken, das ist alles okay. Und die hier sind, es gibt ja hier immer noch einige, die denken, oh, Deutschland ist so toll. Ja. Geh mal hin. Nee, ich hab hier mit einem Security gelabert, der so, oh, ich will unbedingt nach Deutschland. Ich so, was hast denn du hier? Also, der hat, glaube ich, $400 oder $500 gehabt. Mhm. Ne, so 2000, lass mal 3000, die haben sein vielleicht $700. Aber Transport, Unterkunft und Essen bezahlt. Genau. Ich so, es gibt keinen, der deinen Job macht in Deutschland, der $700
am Ende vom Monat übrig hat. Ja. Also wie meinst du? Ich sage, du kriegst vielleicht deine 1,6, 1,7, 1,8, 2. Vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn du Nachtschicht machst oder so, ne? Aber bis du alles bezahlt hast, bist du froh, wenn du noch 300 € übrig hast. So mit Das Essen, ist mit noch allem. gut. So, ja, natürlich. Aber und dann steht er vor mir und dann macht er wie und dann erkläre ich dem alles. Die Steuer, der Steuer, der Steuer, der Steuer, hier, links, rechts, da, Wohnung kostet das, Strom ist so und so viel teurer, Auto kostet das und das ist eine Versicherung, was ja auch exorbitant viel teurer ist wie hier. Strom ist so viel teurer wie hier, Versicherung. Und dann gucken die dich an, ja, Deutschland ist ja gar nicht so geil. Nee, ist Deutschland nicht so geil. Letztens Diskussion mit einer Freundin gehabt, aber es ist Diskussion. Auch hier geboren, aufgewachsen, wie dein Kollege. Christin, aber aus Gazastreifen, also christliche Palästinenserin. Und da habe ich dir erklärt, dass wir in Deutschland eine Kirchensteuer haben. Macht die so, was ist Kirchensteuer? Ich sage, Kirchensteuer. Ich so, wenn du nicht bezahlst, darfst du in der Kirche nicht heiraten. Die so, was? So, das ist bei der nicht reingegangen. Und dann macht die so, ey, was habt ihr, warum zahlt ihr Kirchensteuer? Da habe ich mal so eine Lohnauflistung gemacht. Hier, Gross Salary, dann geht er ab, Kirchensteuer, Solidaritätsscheiße, dies Scheiße, das Scheiße. Erklär mal einem Ausländer den Solidarität. Erklär das mal jemandem bitte. Erklär mal einen Soli jemanden. Das geht doch gar nicht. Ich habe gesagt, das ist Support für Ostdeutschland. Erklär doch mal jemandem, dass Deutschland Hunderte von Millionen jedes Jahr nach China schickt als Entwicklungshilfe. Das wäre ungefähr so, wie wenn, weiß nicht, ein Trabi Rolls-Royce Geld für Entwicklungshilfe schicken würde jeden Monat. Ist wirklich so, natürlich. Aber machen die immer noch. Ja. Indien kriegt auch über sich für Millionen. Ja, Indien ist gerade ins Weltall geflogen. Ja. So wann ist Deutschland das letzte Mal ins Weltall geflogen? Unter Hitler wahrscheinlich noch oder so. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich meine allererste Lohnabrechnung bekommen habe damals, habe ich mir die angeschaut und ich habe erstmal einen Schock bekommen, was alles abgezogen worden ist. Und ich sage, warte mal, Küchensteuer? Und habe ich mir das mal hochgerechnet. Was für eine Steuer? Eine Kirchensteuer. Also ja, okay. Habe ich hochgerechnet so auf mein Leben. Ich dachte, seid ihr behindert? Ja. Aber es wird halt auch nicht hinterfragt. Das ist allgemein, in Deutschland ist es so ein Thema. Ja, es ist ich möchte halt jetzt auch gar nicht so das ganze Religionsthema aufgreifen, aber in Deutschland wird viel gemacht, weil man es halt einfach so macht, ohne es zu hinterfragen. Ich habe auch mal diese Diskussion gehabt. Es ging nur darum, da hieß es ja, demnächst ist Taufe hier von meinem Sohn. Ich habe eine ganz normale Frage gestellt. Ich sage nur, warum? Ja, wir lassen unseren Sohn taufen. Ich sage, aber warum? Ich kenne dich von Geburt an. Ich habe dich noch nie in der Kirche gesehen. Warum? Bitte einfach nur, ist keine Kritik, sondern ich möchte es verstehen. Ja, weil man es halt so macht. Ich sage, das ist für mich kein Argument. Ja. Das ist für mich kein Argument, weil man es so macht. Und dann fühlen die Menschen sich gleich so angegriffen, weil du mit einer Frage ihr Weltbild gefährdest, obwohl ich es einfach nur verstehen möchte. Ja. Ich bin nicht gegen eine Taufe, um Gottes Willen. Ich möchte nur verstehen, weil ich kenne dich und deswegen erklären du mir, warum. Ich wollte gerade sagen, das Konzept will ich gar nicht in Frage stellen, aber warum du? Genau, warum du? Es ging nicht um das Konzept selber, es ging warum du. Warum? Erklär's mir. Konnte die Person mir nicht erklären. Sag ich, okay, und das verstehe ich dann wiederum nicht. Ja. So, weil man es halt so macht, ist für mich kein Argument. Ja, auf gar Aber keinen die Menschen hinterfragen halt einfach nicht. Man macht halt Dinge einfach so. Aber das ist ja auch der Punkt, warum Deutschland so läuft, wie Deutschland läuft. Weil wenn die Menschen mehr hinterfragen würden, wären sie mittlerweile alle hier oder sonst wo. Um Gottes Willen, bitte kommt nicht alle hier, wir sind eh schon zu viele. Das habe ich letztens der Freundin auch bitte, gesagt. Bitte, Habibi, come not to Dubai, please. Das habe ich letztens der Freundin auch gesagt. Die so, ich habe so viel Bewerbung, weil die arbeitet HR. Ich habe so viel Bewerbung von Deutschen. Ich so, nein. Die so, warum? Die so, warum nicht? Ich so, die ganzen coolen Deutschen sind schon hier. Die anderen, die wollen wir nicht. Genau. I'm sorry, aber so. Bin einfach nur ehrlich. Ich mag manche von euch nicht. Nee. Es gibt einen Grund, warum wir von euch weggerannt sind. Ich schwöre, das habe ich auch gesagt. Du bist doch selber Deutsch. Ich war doch schon ein paar Mal mit deinen Freunden unterwegs. Ihr seid alles Deutsche. Ja, das sind noch die Coolen. Aber wir sind alle vor denen weggerannt, die sich jetzt bei dir bewerben. So, it's enough. Ist okay. Wir besorgen dir ein paar Russinnen, die auch Deutsch können. So ist es, passt schon. Nee, es klingt immer voll gemein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aber auch schon im letzten Jahr jetzt so diese typisch Allmann-Deutschen hier gesehen. Gibt es mittlerweile auch ein paar, die so wie in Deutschland sind. So,
Ellbogen raus und ganz komisch und so auf und ja, du kriegst halt die Menschen aus Deutschland, aber nicht Deutschland aus den Menschen. Genau, so die Leute, bei denen du dich an den Tisch setzt, die sagen so, sorry, wir sind schon voll. So, von denen gibt's mittlerweile ein paar Natürlich. Von denen es gibt auch einen Grund, warum du uns nicht auf diesen klassischen deutschen Treffen siehst. Ja. Das ist zu deutsch. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Nö, muss ja auch gar nicht. Die, soll jeder so machen, wie er will, aber lass die deutsche Mentalität bitte in Deutschland. Ohne Witz, das sind meine Worte, das habe ich jetzt schon so oft gesagt. Ich sage, alles cool, ja, aber wenn ihr schon hierher kommt, dann versucht doch mal wenigstens cool zu sein. So normal zu sein, wie Menschen im Rest der Welt. Nicht wie Menschen bei uns. Ist das Leben anders. Entspannter. Auf der einen Seite hat Dubai ein unfassbares Tempo drauf, aber auf der anderen Seite ist es halt auch gleichzeitig so entspannter. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe genau, was du meinst. Es hat ein Tempo drauf und wenn du Bock hast, Gas zu geben, kannst du dich sehr leicht davon mitreißen lassen. Aber ich schiebe das auch so ein bisschen auf dieses, in Deutschland guckt dich jeder erstmal so an und und jeder kümmert sich um andere Leute ihr Business. So, wenn du dich hier nicht um Business oder wenn du hier nicht willst mit anderen Leuten connecten, du willst einfach nur entschleunigen, dich mal kurz auskapseln, die rennen zwar alle rund um dich rum und machen alle ihr Ding, aber keiner gibt einen Shit, was du machst. So, keiner will was von dir. Keiner will was von dir. Ey, so entspannt. Ja. Das ist allein genau das. Wenn du den Deutschen erzählst, dass wir hier keine Briefkästen haben, muss man überlegen, die schicken sich noch Briefe dort, wie im Mittelalter. Ich weiß. Das ist ja verrückt. Ich weiß. Ich habe letztes Testament ausschlagen müssen. Das war voll der Heckmeck. Hier im Konsulat. Das war Deutschland so, ja, er muss einfach aufs Konsulat gehen. Ich so, okay, gehe ich zum Konsulat, die gucken mich an. Ja, nee, den Brief müssen die selber schreiben. Ich so, okay. In Deutschland hieß es, nee, geh einfach dahin. Also Deutschlands Amtsgericht hat gesagt, geh einfach dahin. Okay, ich bin da einfach hingegangen mit meinem Ausweis. Ich so, und der Sterbeurkunde, Testament ausschlagen. Ja, nee, das müssen sie alles vorbereiten. Und dann muss ich noch mit Einschreiben hinschicken und dann dies und das und links und rechts und keine Ahnung. Zum Glück hatte ich dann irgendwann Leute aus Deutschland hier. Ich so, nimm das mal mit, schick das mal. Weil Einschreiben von hier nach Deutschland kostet viel zu teuer. So sehe ich gar nicht ein. Ja. Und hier alles per E-Mail. Per E-Mail und in der App. E-Mail, App, WhatsApp. Ja. Du machst beim Government Termine per WhatsApp aus. Solche Geschichten, so super unkompliziert. Daran musste ich mich auch zuerst mal gewöhnen. Ja. Weil nachdem ich hergekommen bin so und dann schreibt mir irgendjemand per WhatsApp, ich so, wo hat der meine Nummer her? Und dann dann war das aber die Firma, die ich vorher per E-Mail angeschrieben habe und dann so, was für ein Scam ist das jetzt? Ja. So als Deutscher bist du dann erstmal so, mittlerweile alles voll entspannt, wenn du hier was bestellst, der Fahrer, der bekommt deine Nummer, du bekommst seine, so dass wir einfach austauschen können. Weißt du, wie oft ich das Thema in Deutschland hatte, dass ich ein Paket bestellt habe und ich war den ganzen Tag zu Hause und da stand drauf, Paket konnte nicht zugestellt werden. Ja. Wie oft ich einfach nur gern angerufen werde und sagen, hey, kannst du bitte zurückkommen oder wo bist du? Ich komme, ich hol's ab. Manchmal habe ich auf etwas gewartet, was wirklich wichtig war. Und dann ist ja Wochenende, dann hast du ja Pech. Jetzt zum Beispiel am Sonntag kamen noch bei mir 2 Amazon-Pakete an, das ist normal. Ja, ich weiß. Das ist hier alles ganz normal. Deutschland ist das undenkbar. Aber es ist nicht. Alles schlecht wollen ist nicht zu sehr auf Deutschland. Nee, aber die machen halt schon alles kompliziert. Ja, die machen es kompliziert. Ich fühle mich jedes Mal, als wenn ich nach Deutschland gehe, fühle ich mich jedes Mal so, als würde ich eine Zeitreise machen ins Mittelalter. Ist echt so. Ja, ich war so bei meiner Mutter zu Besuch. Sie sagt dann so, hey, sollen wir einkaufen gehen für morgen? Ich so, was ist morgen? Ist irgendwie ein Geburtstag oder eine Party oder was macht ihr? Die sagt so, nee, es ist Sonntag. Ich so, stimmt. Das ist ja Sonntag. Jetzt war ja Ostern. Überleg mal, die Armen, die haben einfach Freitag zu, Sonntag zu, Montag zu, ich glaube Samstag war offen, aber so einfach mal 3 Tage fast am Stück zu. Jetzt kannst du dir vorstellen, was dann samstags in den Läden los war. Natürlich. So hier. Das Schlimme ist, wenn du dann auch mal hier bist, du denkst da gar nicht mehr dran. Du vergisst es. Ja. Das ist völlig normal. Ich schlender durch einen Einkaufscenter, ich werde um 20 Uhr rausgeschmissen, weil die zumachen. Ich denke, was ist denn bei euch los? Genau das Gleiche, was bei dir und deiner Mutter war. Ich war bei Kollegen zu Hause, ich so, scheiße, ich muss ja gleich noch einkaufen gehen. Ihr habt ja nur bis um 8 auf. Ich war bei Kollegen zu Hause und die Frau von dem guckt mich an. Wir haben Sonntag. Ich so. Okay, I'm sorry. Ja.
Oder auch irgendwann mittags. Ich war bei Freunden in Deutschland, die waren alle arbeiten, ich war bei denen zu Hause. Mittags um 2, halb 3, ich hocke mich jetzt im Bus, fahre in die Stadt, gehe eine Shisha rauchen und arbeite vom Café. Nächste Shisha-Laden macht um 6 auf. Ich sage, okay, hat sie erledigt. Bin ich abends in die Stadt, habe dann das gemacht, sitze draußen im Sommer, schön, Laptop auf, Handy, Geld. Ich sage, ich muss aufs Klo. War schon so am Aufstehen. Ich sage, ich bin nicht in Dubai. Alles eingeklappt, alles in die Tasche, vorne an die Theke gelegt, dann erst aufs Klo. So, ist schon so. Ist in Deutschland, in den meisten Städten nach 2 Minuten weg. Ja. Und ciao. Und hier ist das alles so. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du zu erzählen hast? Was noch so Ich habe viel zu erzählen. spannend ansteht? Was Spannendes ansteht? Gute Frage. Ich kann ja schon mal so einen kleinen Sneak-Preview geben. Kleinen Einblick. Ich bin gerade dabei, einen sehr exklusiven Private Member Club auszuarbeiten. Okay. Das wird. Wollte ich vorhin nicht weiter nachfragen, weil ich dachte, das wäre noch alles nicht so. Ja, es ist auch noch nicht spruchreif. Es braucht noch so 2 Wochen ungefähr. Okay. Es wird auf jeden Fall schon mal in die Richtung gehen. Also es ist wirklich nur Invite-Only oder über ein Bewerbungsformular. Das Bewerbungsformular, das hat es dann aber auch in sich. Okay. Ja, es ist jetzt keine, also es ist eine höherpreisige Membership auf jeden Fall. Das ist für eine sehr spezielle Zielgruppe, für Top-Unternehmer, für Investoren, für Menschen, die einfach schon an einem gewissen Punkt sind, die einfach schon erfolgreich sind, sich aber nach mehr sehnen als nur oberflächliche Business-Kontakte. Und da geht es wirklich in die Richtung auch Mastermind, alles, was ich mache, hat sowieso immer einen sehr familiären Charakter. Aber ich habe einen sehr speziellen USP auch da drin, und zwar wird es sehr stark an Rennsport angehaucht sein. Aha. Ja. Ich habe auch ganz gute Kontakte zu Rennstrecken. Mhm. Und dann wird es mal so in die Richtung gehen, vielleicht auch, was heißt vielleicht, das kann ich ja schon mal sagen, das wird ein Teil davon sein, dass wir einmal im Jahr eine Mastermind machen auf einer Rennstrecke. Geil. Am Wochenende. Allein das ist schon ein Wert von 15.000, das mit richtigen Rennfahrzeugen dann halt auch gefahren wird. Mein Kumpel von mir ist zum Beispiel Ferrari-Rennfahrer. Geil. Ja, der ist dreimal Weltmeister geworden. Also sein Racing-Team hat schon 7-mal Weltmeisterschaft gewonnen. Ja. Und es geht dann in die Richtung, dass wir mal eine Mastermind machen mit Top-Unternehmern, 7-, 8-, 9-Figure-Unternehmer, und dann fährst du mit diesen Challenge-Ferraris zum Beispiel, zu denen du normalerweise keinen Zugriff hast, mit einem Rennfahrer, Weltmeister neben dir sitzen, der dir währenddessen genau sagt, was du machen musst, und mit Videoanalyse, dies, das, und dann Geil. oben halt über der Box dann dementsprechend Mastermind, Wochenende. So in die Richtung geht's dann halt auch. Okay. In sehr besondere Experiences. Lord Cracknells Racing Club. Irgendwie so in die Richtung. Also auch der Name, den werde ich noch nicht verraten. Der Name ist schon, der ist schon sehr, sehr wild. Geil. Auch. Je nachdem, wann wird denn das ausgestrahlt? Ja, es kann sein, dass bis dahin schon raus ist. Also der Name steht auf jeden Fall schon fest. Der Name ist Apex. Und Apex kommt aus dem Rennsport. Das ist ein Begriff aus dem Rennsport. Ja, ich weiß. Das ist kennst du doch Apex? Natürlich. Genau, das ist der Kurvenscheitelpunkt, an dem du quasi die maximale Geschwindigkeit hast. Du bist schon voll in Fahrt, und das ist der Punkt, ab dem du beschleunigen kannst. Ja. So, also du bist schon in Fahrt, du hast schon eine gewisse Geschwindigkeit drauf, aber ab hier geht's richtig los. Das ist der Moment, ob du rausfliegst oder nicht, oder ob du überholt wirst oder ob du in der Spur bleibst. So. Muss aber gucken, Apex gibt's auch schon, ne? Aber nicht in diesem Zusammenhang. Nee, das weiß ich nicht. Es ist ja ein Begriff. Ja, ich weiß. Das ist wie wenn ich jetzt sagen würde, Ideallinie. Ja, aber es gibt Apex-Ding am Nürburgring. Die haben Hotel, die haben Autovermietung und so ein Scheiß. Aber ich bin ja ein Private Member Club, das ist was anderes. Ja, ich wollte nur sagen, aber es... Ja. Ja, das ist ja bei mir, ich habe ja Prestige Society Club, und dann habe ich eine ganz normale Basic Membership, und das ist eine zusätzliche Membership, und die Membership heißt halt einfach Apex. Geil. Genau, die wird bei Stand jetzt, es kann sein, wenn der Podcast rauskommt, dass sich das nochmal anpasst, aber Stand jetzt wird die bei 29.000 im Jahr liegen. Okay. Und es wird auch eine 30-Day Arrival Challenge geben.
Also das wirklich, dass wir gucken, dass wir direkt in den ersten 30 Tagen schon Ergebnisse erzielen. Dann wird sich hingehockt erstmal in die Boxengasse, so metaphorisch, dann kannst du halt voll das geile Storytelling draus bauen. Dann wird eine Ist-Analyse gemacht, wird Ist-Stand aufgenommen, wo steht die Person, wo will die Person hin, weil ein Rennfahrer ist nur so gut wie sein Team. Das stimmt. Und dann wird sich mit dem Team zusammen, mit den anderen Leuten, die da drin sind, wird sich wirklich hingehockt. Und dann wird geguckt, wie kann man dieser Person jetzt in den ersten 30 Tagen helfen, sein Ziel zu erreichen. Also was die Person möchte. Es muss nicht mal unbedingt ein monetäres Ziel sein. Klar, manche haben vielleicht das Ziel Profitoptimierung. Das kann man durch unterschiedliche Wege erreichen. Durch eine Prozessoptimierung, durch Kostensenkung, durch Mitarbeiterersparnisse, durch andere Benefits oder auch einfach durch Umsatzsteigerung. Es kann sein, derjenige hat vielleicht auch irgendeine gesundheitliche Challenge oder so. Oder es kann sein, derjenige hat irgendwie eine Challenge im Bereich Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung vielleicht auch, gibt's auch super geile Tools. Oder ist egal. Also wir nehmen wirklich, deswegen gibt's auch ein Bewerbungsformular und dann gucken wir ganz gezielt, wo steht die Person. Dann schauen wir, dass wir in den ersten 30 Tagen direkt Ergebnisse liefern. Geil. Ja, direkt, dass wir dann wirklich mal ein paar Powerplayer zusammenbringen. Und das ist darauf ausgelegt, sich gegenseitig zu unterstützen. Sehr geil. Hocken wir uns auch einmal im Monat zusammen und dann machen wir wirklich einen Deep Dive und dann gucken wir wirklich, wie kann man Deals bauen, wie kann man den Leuten, wie kann man sich gegenseitig helfen, wie kann man die Kräfte, die Ressourcen, die Netzwerke einfach bündeln, um sich gegenseitig zu helfen. Interessant. Ja, so in die Richtung geht's. Bin ich gerade dabei, das auszuarbeiten. Geil, das ist gerade ein brandaktuelles Thema bei mir. Ja. Okay, geil. Genau. Also wenn die Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich schon draußen. Aber ja, wenn es in den nächsten 2 Wochen rauskommt, denke ich auch. Dann. Ja, aber das Bewerbungsformular hat es in sich. Ich stelle da schon sehr wilde Fragen, sehr triggernde Fragen auch. Ja. Okay. Wo die meisten wahrscheinlich auch schon rausfliegen und einfach keinen Bock drauf haben. Echt jetzt? Ja. Ist mir egal, ich will die Leute filtern, knallhart. Muss mir mal schicken. Eine Frage ist zum Beispiel, wie stehst du zum Thema Impfen? Weiß ich direkt, ob wir weiterreden können oder nicht? Ich bin da so straight. Ja. Das ist mir völlig egal. Solche Sachen. Oder wann hast du das letzte Mal ein Gespräch geführt, das wirklich was verändert hat? Wann, mit wem, worüber habt ihr geredet, was wurde wirklich verändert? Das sagt mir, ob die Person die Gespräche nur an der Oberfläche führt oder wie tief die Person wirklich geht in den Gesprächen. Ja, klar. Solche Fragen kommen dann, was sind deine Top 3 Werte und vor allem aber auch warum. Krass. So, und dann kann ich knallhart filtern, kann ich die Person aussortieren, wenn alle sagen, oh, das sind aber solche. Okay, dann bitte geh, will ich gar nicht da haben. Ja, klar. Ja, weil da sind nur gute Leute. Geil, bin ich echt mal gespannt. So in die Richtung geht's halt. Ich komme als Streckenposten vorbei. Komm, auf jeden Fall. Ja, und so wird es halt einfach aufgebaut sein. Und ansonsten Thema Personal Branding bei mir gerade auch ein brandaktuelles Thema. Hast du da noch irgendwas vor? YouTube-Channel, Instagram, pushen? Ich habe meinen Fokus mehr auf Insta. Das ist so mein Hauptkanal. Ich bin dann gerade ein bisschen am Überlegen, weil ich jetzt die letzte Zeit bisher alles auf meinen Club, auf den Prestige Society Club gebrandet habe. Ja. Und jetzt bin ich am gucken, wie ich das ein bisschen, nicht umbrande, sondern ein bisschen mehr auf mich lenke. Und ich habe ja auch 2 Insta-Accounts, die laufen und da muss ich noch gucken, wie ich das am besten mache. Ich kann nicht einen Account direkt schließen und sagen, okay, jetzt gibt es nur noch das. Ja. Aber weil du zum Beispiel auch AK vorgenannt hast, also AK ist ein super Beispiel, weil er hat ja zum Beispiel auch sein Power of Network, aber das hat keinen eigenen Account, das läuft halt alles unter seinem Namen. Und in die, klar, er hat auch seine Sugar Agency, das hat natürlich sind andere Seiten oder so, aber das, was er macht, auch wir haben ja sehr viel Gemeinsamkeiten, ist halt alles auf ihn gebrandet. Ja. Und in die Richtung soll es auch bei mir gehen. Und da lerne ich viel von ihm auch und er hilft mir dann auch dabei, wie ich das am besten mache. Kann sein, wenn die Folge rauskommt, habe ich da schon mehr Klarheit, aber das ist gerade so ein Thema, wo ziemlich neu für mich auch ist, wo ich viel lernen darf. Ja. Muss man sich auch erstmal reinfuchsen. Es gibt immer viel zu lernen. Wachstum. Das stimmt. Ich liebe Wachstum, ich liebe Veränderung. Brauchen wir auch, wenn man dahin will, wo wir hinwollen. Ansonsten bewegst du ja nicht nach vorne. Du musst immer wachsen. Stillstand ist der Tod. Genau. Hast du sonst irgendwas zu berichten? Irgendwas Aktuelles bei dir? Bei mir, was wir vorhin schon gesagt haben, ich muss mal anfangen zu praktizieren, was ich predige. Also ähnlich wie bei dir, Personal Branding mehr hochziehen, auch an sich die Firma, das Marketing für die Firma mehr hochziehen. Dubai lebt, Dubai treibt voran und wir sind mittendrin. Ja. Ansonsten nicht so viel.
Das Geile ist halt hier, das kann sich auch jederzeit wieder ändern. Das stimmt. Ja, kann sein, du weißt nie, mit wem du dich so unterhältst und es reicht ein Impuls und dann wird wieder eine neue Idee entwickelt. Ja, dann geht's wieder. Aber das ist hier Standard. So andauernd kommt irgendwas Neues und ja, deswegen habe ich auch in letzter Zeit echt viel separiert und versuche mich zu fokussieren. In Dubai wird mir sehr leicht abgelenkt mit anderen Sachen. Das stimmt. Wenn man sich ablenken lässt. Hier kannst du sehr schnell abgelenkt werden. Ja. Hier muss man auf jeden Fall lernen, den Fokus zu behalten. Und Dubai verleitet auch sehr zum Geld ausgeben, muss man auch dazu sagen. Ja. Je nachdem, in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, auch für diejenigen, die jetzt gerade zuhören, zuschauen, hast du Familie, bist du Single, kommen andere Ablenkungen, auch andere Dinge auf dich zu, andere Kostenpunkte. Ja. Klar, als Single gehst du vielleicht mehr feiern, hast vielleicht mehr Dates oder whatever. Als Familie kommt dann das Thema Schule, Bildung allgemein, Familienaktivitäten und sowas mit dazu. Ja, das unterschätzen viele auch oftmals hier. Das stimmt. Die Schraube nach oben ist hier unendlich. Also wenn man es schafft, einen Lifestyle ähnlich zu fahren wie in Deutschland, bist du auch an Kosten. Auf jeden Fall. Ich habe Freunde, die zahlen im Monat mehr Miete, als manche im Jahr verdienen. Das ist hier völlig verrückt. Ja. Völlig behindert. Das ist aber auch geil, da siehst du, was geht. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn du in Deutschland denkst, läuft bei mir, dann siehst du mal, was wirklich geht. Ich finde es motiviert. Voll. Das pusht dich selber, dass man da halt was macht. Du siehst halt auch diese Leichtigkeit und diesen Überfluss. Das finde ich gut. Dann siehst du halt, wie gesagt, was alles geht. Ja. Hier ist auf jeden Fall alles möglich. Ich glaube, der Scheich hat sogar mal gesagt, das Wort Impossible wurde aus dem Wortschatz der UAE gestrichen oder so. Irgendwie sowas hat er, glaube ich, mal gesagt. Irgendwo steht es, oder existiert hier nicht. Ja. Geil. Also so kommt es einem aber auch echt hier vor. Zum Großteil. Du bist einfach der Wahnsinn. Ja, hier lebst du halt so ein bisschen nach dem Motto, wenn jemand sagt, das geht nicht, dann machst du es erst recht und machst eine Story davon. Machst du. Hold my karak. Halt mein Bier, warte kurz. Let me show you. Geil. Nee, dann bedanke ich mich vielmals. Das war's dann für heute, würde ich mal sagen. Danke, dass ich da sein durfte. Wie lange reden wir überhaupt schon? Ich habe keine Ahnung, wie lange gehen deine Folgen normalerweise immer? Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden. Ah, echt jetzt? Stunde 35 Minuten. Wahnsinn. Ja, Mann. Crazy. Ja. Und ich habe kein Limit. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, bei Episoden diesen 40, 50 Minuten. Ja, das ist halt auch voll entspannt, wenn du hier dein eigenes Studio hast, weil ich habe auch mal einen Podcast angefangen gehabt, der ist gerade pausiert. Musste ich mich immer einmieten und da war halt wirklich ein harter Cut bei einer Stunde. Hat er 10 Minuten vorher mal gesagt, dann sagen, oh, jetzt müssen wir uns dem Ende nähern. Nö, hier ist eigentlich relativ flexibel. Also wir können machen, wie wir wollen. Voll geil. Easy. Ja. Im richtigen Studio wäre auch das nicht möglich, von daher. Ja, das ist schon cool. Es ist das coolste Podcast-Studio in Dubai, 100%. A.k.a. mein Wohnzimmer. Geil. Doch, mega. Ja, danke für die Einladung. Kein Problem. Danke dir, dass du gekommen bist und machen wir demnächst nochmal irgendwas. Gerne. Würde ich sagen. Gerne. Wenn dein Apex und alles am Start ist, in so ein paar Monaten machen wir nochmal was. Ja. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Geiles Gespräch. Sehr geiles Gespräch. Ich freue mich auch auf dein Event. Wir blenden all seine Kontaktdaten hier ein, was ja dann eigentlich nur Instagram ist. Wir blenden alles ein, was wichtig ist, beziehungsweise findet ihr dann in der Beschreibung von diesem Video hier. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's heute mit Fatchat, Patrick, Lord Cracknell. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.